Ah, So, herzlich willkommen. Ach, diese Entspannungsmusik. selten so entspannt in ein Tasting gestartet. herrlich. Also ganz, ganz toll. Herzlich willkommen. Endlich ist es soweit. Endlich. Armagnac. Es hat 26 Jahre gedauert, Gefühlt, ja. aber nach dem Cognac-Tasting, jetzt das Armagnac-Tasting und ich freue mich wie Bolle drauf. Ja, das wird, glaube ich, richtig geil. Und auch die Range, die hier ausgesucht wurde, Ja. sieht doch sehr vielversprechend aus. Gerade die 1. Ich bin sehr auf die 1 gespannt. Ich bin am meisten auf die bin- Eins gespannt. Gut, Katja, danke schön für den Technikcheck. Also Bild und Ton passen, Olli wie immer. Also man sieht immer, ob die Farbeinstellung passt, sieht man immer an Ollis Gesicht. Ja. Und ja, mega Tasting und wir sind heute ja auch definitiv nicht alleine. Definitiv nicht. Und ich glaube, wir werden heute auch die kleinste Rolle hier Wir werden spielen. heute, glaube ich, auch mit die kleinste Rolle spielen, denn der Giraud hat, also der Mensch, der heute hier mitmacht und uns durch das Armagnac-Tasting leitet, hat auch eine Präsentation und so weiter vorbereitet, die aber sehr, sehr interessant ist. Also wir versuchen, dass das nicht zu trocken wird. Dafür haben wir ja was in den Gläsern. Dafür haben wir was in den Gläsern. Aber Ja. was dort alles so drin steht und äußerst, äußerst spannend, sehr interessant. Wir werden heute sehr viel über Armagnac lernen. Und Warum es sich lohnt, auch jetzt noch eine Flasche zu ordern. Ich sag mal, wir haben schon viele Videos gedreht, die noch gar nicht veröffentlicht sind. Und wir haben auch viele Flaschen zu Hause stehen mit so ein paar Jahrgängen. Haben die auch zu meinem Geburtstag getrunken. Ja. Die ist Ja. fast leer, die Flasche, muss ich sagen. Es ist auf jeden Fall wert, da ein Tasting zu machen. Aber dass wir nicht nur den Spezialisten aus Frankreich da haben, sondern genau dieses Bindeglied zwischen Deutschland und Frankreich, Ja. haben wir auch noch wen da. Ja. Wir sollen ihn heute Sebastian oder Sebastian nennen? Ich weiß es gar nicht. Ja? Der Sebastian Jäger, heißen wir ihn herzlich willkommen hier Ja. mit im Stream. Guten Abend, Bonsoir und guten Abend. Bonsoir. Ja, Sebastian. Hi Leute, endlich haben wir es auf die Kette gebracht. Ne? Aber ihr habt ein bisschen das Calvados-Tasting unterschlagen. Das hatten wir ja Das natürlich auch stimmt, noch. stimmt. Das hat man ja auch noch. Genau. Da hast du vollkommen recht. Da haben wir einen schönen Bogen gespannt. Da haben wir das Cognac, das Calvados und jetzt kommen wir zur ältesten Spirituose in Frankreich. Die Doutes in der Gascogne haben schon im 14. Jahrhundert die Traube in Destillat verwandelt. Also kommen wir ans Ende der Nahrungskette. Nicht schlecht. Sebastian, ganz kurz, wer dich noch nicht kennt oder kennen sollte von den Zuschauern gerade, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du und warum bist du heute mit hier? Ich bin der Sebastian. Ihr habt mich gefragt. Ich bin hier. Genau, ich bin die helfende Hand, was französische Spirituosen geht bei Kirsch Import. Das heißt, alles, was Cognac, Calvados und Armagnac betrifft. Ich wohne direkt an der französischen Grenze, was das Bindeglied sozusagen dann vervollständigt. Genau. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja, und Ja. warum er heute auch mit da ist, er hilft uns natürlich auch mit, was diese Aussprache angeht. Also falls ihr mal ein paar Videos von uns gesehen habt, wenn wir da was richtig ausgesprochen haben, lag das immer daran, weil wir vorher Sebastian gefragt haben, wie sieht es denn nicht ganz so blöd für uns aus? Ja. so. Aber wir haben ja auch den Giro. Wir haben ja auch den Giro noch. Wir haben den Jerome. Und wie es jetzt zu 1000% ausgesprochen wird, das erzählt er uns jetzt. Ja. Und Wir heißen herzlich willkommen den Giraud. Hi. Hey! Hi, Giraud. So, Good evening, everyone. good evening. So, please, introduce yourself. I will. Can you hear me correctly first? Yes. Great. So, good evening, everyone. Thank you so much for being here. Thank you, Stefan, Oli, Sebastian, for organizing this nice evening we start together. So, my name is Géraud Chamboissier. I'm a Frenchman. I'm here now in the southwest of France, I know, as you can hear. So, sorry, it will have to be in English tonight as I don't speak German. I'm happy to be here as the export manager for this nice family-run company, Armagnac d'Arros. So I was born 44 years ago in the southwest of France, and I had the chance to learn about wine and Armagnac thanks to my grandfather. So I started tasting, discovering Armagnac pretty young, and he really gave me the taste. So it's making a lot of sense for me to be active in the Armagnac region, and I've been active with d'Arros since 15 years now. So feeling good because that's a region of tradition, of history, of
of good living. So really happy to share all this with you tonight. I believe, as it happens quite often, Armagnac will be kind of new for some of you. Normally, what we see is that the name of Armagnac is pretty known because it has a lot of history again, but few people know what's really special behind the Armagnac, how we make it, where it comes from, how to read it at the time of tasting it. So the idea tonight, and thanks for giving me this window, is to offer you the possibility to discover 6 different Armagnac, but not only to taste, but also to learn about our region and our specificities to give you a better understanding and a better capacity to, I hope, appreciate what's inside the bottles. So we tried to make it not too boring, but we still have quite some documents and pictures to share you. To bring you a minimum knowledge while we will go through the tasting. Just the idea is to bring you some positive understanding of what's so special about Armagnac, which is a pretty small region. We're going to come back to this after, compared to big monsters such as whiskey, rum, even cognac. But we have plenty to say, plenty to express. So let's go. Let's go. Very good. Very good. Shall we start pouring a first Armagnac in order not to be thirsty? Yes. While So, maybe start the presentation. ja. So, Leute, ich zeige euch mal ganz kurz, was wir jetzt zuerst trinken. Also die 1, ne, logischerweise fangen wir an. Und ja, ihr seht es auch, ihr bekommt heute auch alle Flaschen, jawohl, alle bei uns im Shop. Auch, ja, also wir haben wie immer ein bisschen Rabatt drauf gemacht, könnt ihr euch mal durchschauen. Und wir fangen heute logischerweise mit dem, ja, hellsten Sprit von heute an. Und Sebastian... Wobei ich am meisten drauf gespannt bin. Ich bin auch sehr gespannt. Weil wir haben alles so ein altes Zeug getrunken bis 1930 und davor. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie so ein ganz junger, frischer schmeckt. Ja. Sebastian, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären oder gibst dann das Wort weiter an Giro, was das jetzt eigentlich genau ist hier. Genau, also hier haben wir einen Blanche Armagnac. Das bedeutet, man hat, könnt ihr euch noch an das Cognac-Tasting erinnern? Da hatten wir auch einen 72-prozentigen schon Pasquet. Das ist quasi der Brand, der aus dieser Column Still rauskommt, ohne dass er gealtert hatte. Ja, also er hatte keine Alterung im Fass, sondern so kam er raus. Und wir haben hier einen Fond Blanche. Das bedeutet, wir haben einen sortenreinen. Es gibt da verschiedene Trauben. Wir gehen da später natürlich nochmal drauf ein. Aber einfach nur, dass ihr es wisst, wir haben hier einen sortenreinen, ja, ungereiften Weinbrand in dem Moment. Und yeah, Giro, you can talk about the first product if you want. So the stage is yours. I don't know what you said before, so I hope I won't repeat what you just told the people. So that's absolutely fine. So sorry if we repeat the same story. Very interesting to start with this Blanche d'Armagnac. So Blanche d'Armagnac is a really specific appellation inside the world of Armagnac, as it is an unaged Armagnac. This is why it is totally white, because after the distillation, we haven't put it in a barrel. We just put it directly in a tank, stainless steel tank, or we can also use some amphoras, which we did with this Armagnac, to really stay as close as we can to the natural flavors of the wine. Because we'll come back to this, but of course the Armagnac is made after white wine that has been distillated following a specific method. And this is the closest taste to the wine you can get in Armagnac because it has zero influence of the oak aging. So as a starter, really interesting to see the base with no makeup from the oak. So of course, totally white. And I will say it's kind of a natural concentration of the flavors of the wine, which after the vinification get this expression. So we will harvest in September, do the vinification a natural way with no sulfite, no yeast, and distillate starting from November, and then age for 4 to 6 months before the bottling. So here basically you can taste a heavier way, of course, but the original taste of the wine we use for the Armagnac. So full of fresh flavors, floral touches, some nice apricot fruit, very lively,
still pretty high in alcohol, 49 degrees. As after we distillate, basically the alcohol level will be around 53 degrees. So of course, by non-aging the Armagnac in the oak, we don't lose any alcohol naturally. So we reduce the alcohol level slightly to 49 to make it a good balance. Okay. So. I hope you enjoy it. This is today something that in the region is not really so traditional. The Blanche d'Armagnac, people traditionally drink Armagnac that are aged. But this is a growing category for us because the cocktail scene is very much after new possibilities, new experiences, and this sort of grappa from Armagnac is really demanded at the moment. Sebastian, kannst du es ganz kurz zusammenfassen, was er jetzt so Ja, gesagt gerne. hat? Oder Also was wir zu haben viel? hier einen ungereiften Armagnac, der eben keine Berührung mit dem Fass hatte. Er kommt in einen Stahltank, danach, nachdem er aus der Brennblase kommt. Und was halt dieses auszeichnet, ist, dass man halt ganz nah an dem Ausgangsprodukt ist, dass man an dieser Traube halt extrem dran ist. Dass es eine Kategorie ist, mit der sie langsam anfangen zu spielen, weil auch vor allem die Barszene immer mal wieder sowas Spezielles sucht und möchte und man halt auch merkt, dass die Leute da eine Nachfrage bilden. Ich selbst bin großer Fan davon, also ich freue mich da immer so ein bisschen, wenn ich in der Region bin, zu schauen, was bietet sich an, wo kriege ich was her, und das ist ein ganz tolles Beispiel. Man hat hier sehr viel Frucht, man hat auch so, ich habe da immer so eine Himbeere drin, das macht mich, weil es halt von der Traube kommt, eigentlich kompletter Irrweg, aber extrem fruchtig und ja, das dazu. Also ich würde sagen, wir genießen jetzt mal diesen wunderbaren Schnaps. Ne? Santé. 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 Santé, dear friends. Local schnapps. I like it. I will keep it. Local Schnaps. Yeah. So it's interesting to start with let's say the modern face of Armagnac, showing really the taste of the grapes. Schmeckt wie ein New Make. Also es geht wirklich so in die New Make Richtung. Also wenn du eine Whiskybrennerei hast und das ist dein New Make, dann hast du echt einen guten Weg vor dir. Okay? Aber wir haben aber auch schon New Makes probiert, also von Whisky-Brennereien. Die sind gar nicht so unähnlich, die gehen auch so in diese Richtung. Wenn du ein gutes New Make hast. Also sagen wir mal so, wenn du ein sauberes New Make hast. Nicht ganz so Nicht so dreckig, nicht, ne? ganz so, Nicht so bei dem Nachlauf und so weiter. Also hast du Ich finde es häufig spannend, weil bei, er hatte es vorhin mit Grappa verglichen, also so ein bisschen zumindest. Da bin ich eher bei dem Produkt, das ist nicht so kernig. Ne? Man hat nicht diese, ja, ich würde es tatsächlich mit kernig betiteln, sondern es ist sehr sauber, sehr süß, sehr rein. Wunderbares Produkt. ja, ruhig alle schon einschenken. Wir empfehlen die 4, 5, 6 auf jeden Fall schon einzuschenken, aber wir haben alle. wir haben jetzt auch alle eingeschenkt. Also ich denke mal, die vertragen alle ordentlich Luft. Ja. Also die lagen ja mindestens hier 18 Jahre oder 12 Jahre in irgendwelchen Fässern. Die vertragen noch eine halbe Stunde Luft im Glas. Also schenkt schon mal ein und die werden sich auf jeden Fall dann noch ein bisschen öffnen. Cocktailszene, Barszene, ja. Welcher Cocktail? Würde mich jetzt als Nicht-Cocktailtrinker interessieren. Ja, also ich muss euch tatsächlich einen Tipp geben, dass ihr auf der Homepage von Daros, da hatte der Chef, der Marc, der hatte zusammengearbeitet mit einigen Barkeepern und die haben ganz viele Rezepte auf diese Seite gestellt, die man dann nachbauen kann, weil es halt so aus dem Stegreif gibt es jetzt nicht viele, die man so auf dem Schirm hat, aber die haben dann eine ganze Menge mit tollen Bildern, wie gesagt, mit allem drum und dran. Giro, I just talk about the recipes of the cocktail products you have on your own homepage. Exactly. Yeah. Produced together with a local bar scene. Correct. Yeah, we have developed quite a few recipes with some nice local bartenders. So it was good fun playing with them and inventing. Not just doing things that are already existing and switching to the Blanche, but also creating our own stuff, with the idea that it shouldn't be too complicated to do either, because that's one thing to have a cocktail from a cocktail bar with a lot of ingredients, a lot of know-how. That's not people's daily reality. So we develop things that are easy to make and with ingredients that are easy to purchase. Well, so one good example, one I like, is the one we call the Lady Louise, which you can see on the website indeed. So take the Folle Blanche you're now tasting.
some kirsch liqueur, some strawberry, lime juice, and little sugar cane, and you'll see it's just delicious. You have the strength of the alcohol, the fruitiness, the little greenness from the Folle Blanche, and then you add the red fruitiness from the ingredients, and it really does really well. Okay. And there are plenty of examples this way. So if there are some cocktail drinkers in the group tonight, have fun visiting our page. We'll give you ideas. Ja, auf jeden Fall. Genau, so, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, ja, Steff schreibt, sorry, der hat für mich leider das Potenzial von Armagnac abzuschrecken und verdirbt einen unter Umständen den Geschmack auf die folgenden Armagnacs schnell und gründlich neutralisieren, das ist jetzt wichtig. Das hat so ein New Make an sich, also du musst überlegen, auch ein Whisky New Make, der darf eigentlich nicht schmecken. Eigentlich nicht. Der muss ja, wenn der jetzt hier irgendwie, gerade die Armagnacs, wenn die hier 50, 60, 70 Jahren, ob ich in Fässern liegen sollen und die Spirituose an sich ja noch einen Charakter irgendwo haben soll, muss ja das New Make richtig, das muss eigentlich richtig dreckig sein. Ich finde es jetzt... Also er ist deutlich milder als manche Whisky New Makes tatsächlich. Also ist eigentlich sehr gut trinkbar. Ich finde es gut. Für ein New Make Ja. passt das. Aber so sind die Ich Geschmäcker. bin auch ganz gerne, ja. Ja. So, Halt im Endeffekt ne, das Ausgangsprodukt. Ne? Damit fängt die Geschichte an sozusagen. Und alles andere, da sieht man mal, was das Holz dann aus so einer Spirituose macht, was die Lagerung aus so einer Spirituose macht, was dieses ganze Fassmanagement daraus noch resultieren kann, was man dann am Ende im Glas hat. Ja. Also, aber wahrscheinlich auch mehr das Experimentelle, das mal zu sehen und zu spüren, wo geht es eigentlich los. und man kann halt schön vergleichen dann, ne? Also um mal zu gucken. Ich lasse mir auch ein bisschen was drin. was davon im Glas. Ja? So, Giroud, a question for you from Carsten. Yeah, we have a good question by Carsten. Thank you. Basically, we're going to come back to this during the presentation, but again, Armagnac is a specific geographic region with its own terroir, own climate, and own grapes. And Armagnac being an appellation contrôlée, you have to follow pretty strict rules. So everything we do is the signature of terroir, climate, and the grapes we use. So in this case, the Folle Blanche. So the Folle Blanche has its own characters, which makes it very different from Blanche d'Armagnac coming from other grapes, such as Bacco, Colombard, for example, or Uni Blanc. And of course, we'll make the main differences to Pisco, Grappa, or Apostagma. To be honest, I don't really know what Apostagma is. I don't know. Maybe I have a question for Carsten. Genau, hier wird auch geschrieben, schmeckt wie Himbeere, also typisch New Make. Ich habe auch immer so eine Himbeere in so New Makes, das passt schon. Ne? Das passt schon. Gut. Ja. Ich glaube, er hat auch ein bisschen was vorbereitet. Ja. Wann geht's los? So, Giroud, you tell me when you will show the presentation. Let's go. Let's go. Let's go. Yes. Now that we have a little taste Oder wollen wir die zweite of a schon fresh and einstellen? young Armagnac, Ja? let's switch Yeah. to So, some Giroud, information. Yes. Giroud, one moment, please. I think we have go to number 2 first, and when in this time, when we know, you can tell us something from the presentation. So That's a good idea. yeah. So let's go to number 2. Number Gros 2. assemblage. Yes, 12 years old. 12 So, Da haben wir ihn, ja. genau. Makes da haben wir sense. ihn, 12 Jahre und mit 43% Volumen. Sieht schon gut aus, ne? Anschauen. Ja, das schon ist gut jetzt aus. Armagnac Nummer 2. Und ja, lasst ihn ein bisschen im Glas. Wir verriechen ihn jetzt ein bisschen. Und ich würde sagen, Giroud erzählt uns in der Zwischenzeit etwas von seiner Presentation. So. Okay. You can Okay, start. so everyone taste and then we speak afterwards about this 12 years old. Yeah. Good. So next page, please. Next Not much to say here. Yeah, let's spend 5 minutes because that's important. There is a very common confusion between Armagnac and Cognac, which are pretty distinguished regions. So we'll just spend 5 minutes to make it clear for everyone. Next one.
Interesting to see a map. So you see the big region north of Bordeaux, it's situated in Charente and Charente-Maritime, is the region of production of cognac, standing north of Bordeaux, and we are to be found east of Bordeaux, like 1 hour and 15 minutes by car. So just to show this, it is a dedicated region which has nothing to deal with the cognac region. Voilà. Armagnac is one specific place where you have to be to produce and sell an Armagnac, and cognac is a distinguished one. Next, please. Let's share some main differences between these two regions in terms of the way we distillate. Armagnac, and we'll come back to this a deeper way after. We use a continuous simple distillation system, meaning we distillate once, and that will make a big difference. Cognac has a double distillation system with the pot still method. We use in Armagnac 4 main grapes. So we just tasted one of these, the Folle Blanche, which is the historic wine from the region, but also Bacchus, Uni Blanc, and Colombard. Uni Blanc being the common grape we have with cognac. Another interesting point is the size. It tells a lot. Cognac today is even a little more. It's close to 84,000 hectares. We have to update the document. So 85,000 hectares dedicated to produce cognac. We today have the possibility to grow 5,000 hectares, of which only close to 2,000 are dedicated to the Armagnac production. So in terms of size, it tells a lot. Armagnac, basically 2,000 hectares. Cognac, 84,000. So we are a very small, tiny player compared to the cognac region, which is also a good reason why, the reputation of cognac is really far more important. We are smaller, and we are region divided into many small players, negociants, producers, vine growers, when cognac has a far bigger concentration. Less players with regards to the size, but far bigger volumes. Next. Sehr spannend. One moment for the German audience. Yes. Genau. Also ich glaube, Sebastian, du kannst mich ja korrigieren. Ich versuche es jetzt mal zusammenzufassen. Armagnac wird einfach destilliert, also eine Einfachdestillation. Cognac wird zweifach destilliert, dass man mal so ein bisschen den Unterschied hat. Man sieht auch die Verwendung der Traubenarten. Also bei Cognac werden zu 98% Uni Blanc. Uni Blanc. Und bei Armagnac hat man mehrere Traubensorten, 4 Stück. Der Armagnac ist viel kleiner als der Cognac. Man sieht es ja auch hier, also 79.000 Hektar gegen 5.328. Es gibt da auch viel weniger Anbaugebiete und so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich eigentlich viel kleiner und exklusiver, wie ich das jetzt so raushöre. So kann man das sagen, ja. Das kann man so unterscheiden, ja, genau. Ich glaube, obwohl ja immer noch günstiger ist. Was? Obwohl noch günstiger ist. Ja, das ist ja das Potenzial, was wir da sehen. Ja. Schreibt es auch Hans, Armagnac ist das Zeug, was die Franzosen behalten, und Cognac ist das, was sie verkaufen. Habe ich auch schon des Öfteren gehört. Ich habe immer gehört, die Franzosen trinken Armagnac und die Touristen Cognac. Die Touristen Cognac. Ja, jedem seins, ne? Also von daher... And this is totally true. We'll see numbers after. So, Giro, one question from Carsten again here for you. Absolutely. Double column. Double column, specific alembic for the Armagnac region. And we will show you in a few minutes a small movie that really explains how it works, which will help you understanding the taste of Armagnac, because that's where nearly everything's happening. Ja, okay. So, Sebastian, habe ich alles zusammengekriegt, oder? Das hast du tatsächlich alles sehr gut zusammenbekommen, genau. Also fein gemacht. Bei den Negociants ist es so, das sind quasi wie die Independent Bottler, die dann quasi die Fässer kaufen. Und so wie der Host das im Endeffekt auch macht, ist auch ein Negociant, wobei dieser so ein bisschen mittlerweile auch eigene
Weinberge besitzen. Ja, also viele Negociants machen sich jetzt zur Aufgabe, dass sie eigenen Wein dann quasi ernten oder herbsten können und daraus dann ihren Armagnac brennen. Aber ganz am Anfang war die Geschichte tatsächlich so, dass halt viele als Negociant gearbeitet haben. Das heißt, die kleinen Bauern, die diesen Distributionsweg nicht nutzen konnten, die hatten aber trotzdem die Rebflächen, die haben das dann quasi, entweder haben sie die Trauben abgegeben oder sie haben gebrannt und die Negociants haben dann die Fässer sozusagen in ihre Keller gebracht und das der Welt dann gezeigt. Ne? Also ohne die Jungs gäbe es in dem Moment dann nicht eben diese weltweite Bekanntheit, auch beim Cognac, was man noch sagen muss, das sind zum Beispiel Hennessy ist auch ein großer Negociant, der im Endeffekt dafür gesorgt hat, ne, dass die Marke Cognac in jedem letzten Restaurant, wo du findest, so eine Flasche halt verfügbar ist. Ne. Das muss man denen schon zugute heißen, tatsächlich, dass die dann dafür gesorgt haben, ne, dass das Produkt dann so Bekanntheit bekommt. Genau, und dann gibt es halt ganz viele Weinbauern und halt Weinmacher. Ne, also das noch vielleicht zusätzlich dazu und No, please continue. Yeah, please continue. Next one. So. Yeah, just to give you numbers that will answer the question before, to give you a picture. Armagnac represents 3.5 million bottles sold in 2021, and the same year, Cognac will be more than 200 million bottles. 3.5 millions against 200 millions. And that's what you said, the biggest part of the sales, or close to the biggest, is in France, while 2% only of the cognac production is consumed in France. So we are a country of Armagnac drinkers, and indeed, we ship quite some cognac abroad. In Armagnac, 15 main producers will represent 80% of the production, while in cognac, one house, so Rémy Martin, is nearly half of the region production. That is a big key fact. So telling about the size of the players, and I'm not saying it's good or it's bad. It's just the picture as it is. This is moving, but so far people were still considering the Armagnac as a digestif. It was still seen as a bit old-fashioned, like the alcohol for the grandfathers, and after a good lunch, let's have a glass of Armagnac. So step by step, this is now changing. People start having young Armagnac, which are not too dominated by the wood, for aperitif or even having fun mixing them with cocktails, to be compared with the amount of cognac that is used today as a cocktail base, close to 80%. So most of the sales in France against most of the sales in North America for cognac. Well, I just don't want to bother you too much, but it's still interesting to figure out what's the differences between these two regions, and maybe we can go to the next one. So now let's go a bit deeper into the region which brings us tonight around this e-table, the region of Gascony. So La Gascogne in France is the geographical region where the Armagnac region stands. Okay. Weiter. Voilà. Historically, very important to know, unlike cognac, which has always been dedicated 100% to the viticulture, so growing vineyard, we have always been and will keep being a region of polyculture, meaning that it's a region with lots of farmers that still grow animals, cows, sheep, that still grow cereals like corn, sunflowers, barley, and that complementary to this activity, I repeat, complementary, were growing small vineyards, which they were using to make white wine, to distillate, and then produce the Armagnac. So it was never, since ever, a region only dedicated to the wine. The other way, wine was just a tiny business, but people were mainly making their money with animals and cereals. We are close to you may have heard of the Les Landes, the forest called Les Landes, which is the biggest forest in Europe, planted only with pine trees. And oaks,
pedunculate, which are originally from the region, which we are happy to have because these are the same oaks which we use to build our barrels with local coopers, which we will then use for the aging of the Armagnac. So it makes a lot of sense. We grow the grapes, we make the white wine, and then we will distillate and age in barrels produced with local oak. Everything local. Okay. Next one. Local barley. Sebastian, willst du noch ganz Ja, schnell? ich fasse es mal kurz zusammen. Also die Region ist eigentlich eher, was man sagen muss, ist auch sehr von den Pinienbäumen durchzogen. Das liegt aber auch daran, dass dieser Küstenstrang, der da runtergeht, das hat man zum Glück auch ein bisschen nachbewaldet, dass die Pinie, die drückt sich gut in die Erde rein und sorgt dafür, dass alles zusammenhält, weil sonst versandet dieses Gebiet ein bisschen. Na, das muss man dann schon sehen, dass der Teil sehr sandig ist, auch die Böden. Deshalb hilft die Pinie natürlich sehr. Dann haben sie natürlich diese Eiche, die typisch ist in der Gascogne, mit der sie dann auch die Fässer beim Küfer herstellen lassen. Was noch ein großes Thema ist, ist, dass in der Gascogne, da spielt Wein schon eine große Rolle, aber es ist tatsächlich so eine Gegend, da werden eher Enten gezüchtet, man hat Getreide, ne, man hat diese Stopfleber, die es in Frankreich so nach sehr famos ist. In dieser Region wird es sehr groß geschrieben und dann hat man eben aus dem resultierenden Wein, vor allem der Weißwein, dann eben den Armagnac noch hergestellt, was eigentlich oftmals auch so ein Getränk war, was man sonntags zum Tee so ein bisschen genossen hat. Wenn es ein Stückchen Kuchen gab, dann gab es halt immer ein ordentlicher Schluck Armagnac. Genau. Cool. Ja. Merci. Ja. Yeah, just a few pictures to because it's good to talk, but it's nice to see what's going on. That's one of the nicest villages of the region called La Bastide d'Armagnac, really in the heart of the Armagnac region. When we speak about history, it's also concerning the houses. We have a beautiful local architecture. And this is one of the villages where Darros has a cellar for aging its Armagnac. So no, not really spectacular villages, spectacular countryside, but full of nice vibes, good energy, beautiful countryside, good food, tradition for partying, for celebrating, for foie gras and so on. So really a region that I invite you to visit for some who haven't visited the place yet, because it tells a lot of nice stories and long-lasting tradition. You know, we haven't invented much. We still live the way the generations before were doing. So, kind of region where the time. Great food in La Bastide. Nice one. Some have visited the place then. There are some good restaurants indeed. So it's a region like if the time has somehow stopped a bit, which is good in the crazy times we live now. Mm-hmm. Maybe the next one. Mm-hmm. I told you previously that we are an hour to the seaside, La Côte des Landes, quite a known coast for the waves, a lot of surfers there, proximity to the land forest, but also the proximity to the Pyrenees mountains. So that's how the landscape is, basically gently hilly with vines, woods where we find the oaks. So the forest will be on the west part of the Armagnac region. And if you look at the south, always very impressive to see all the Pyrenees still pretty white during the winter. And that's a nice picture that sums up what we can see in the region. Next one. Yeah, combination of cereals, woods again. Expressing the diversity of the landscape. So, yeah, let's have a short talk on the key moments of the Armagnac as a product. Interesting to remind that
This was born thanks to the cross of 3 different cultures. The region was invaded many years ago, first by the Celts, who bring the barrels, the Arabs who bring the distillation system, and the Romans, which of course, as you know, have bring together with them the viticulture tradition. So the Armagnac today is really the result of the fact that we have been occupied by these 3 civilizations, which have bring their own tradition, and what we do today is a bit of a cross of all this. Again, we haven't invented much. We live on the story. Mm-hmm. It's quite an old region for brandy, the oldest one in France today, and we have a written proof of the existence of the Armagnac that is dated 14th century by Vital Dufour. He was a doctor, and he wrote, and the document is still existing. He's the first one who wrote about the medicinal virtues of the what we know today as the Armagnac. It was not called Armagnac at the time. It was called eau de vie. Eau de vie in French means literally water of life. So the first distillated products were used as an alternative to medicine, which was not existing really at the time. So that's how it developed. The distillation as a way to get better. They were living good. Important period in the story of the Armagnac is what we have called the Bordelais privilege. In the 17th century, basically, there's been a law that was, let's say, encouraging the Bordeaux guys to export by having high taxes for all the wines that were produced inland, what we call the old country. Bergerac, the Armagnac region, but Cahors were really huge wine regions, producing wine to be drunk as wine. But Bordeaux said, okay, huge taxes to help the Bordeaux to sell better. And this was a huge problem for all these regions, including Armagnac. And as an answer, because they were impeached to export their wines through Bordeaux, they started to distillate much bigger quantities than in the past to go through this law by Bordeaux, which was just impeaching the export of their products. So 18th century is a really key period for the development of the Armagnac in terms of volume. Mm-hmm. And then this, as you know, bad phylloxera period started, and the region lost, as many wine regions everywhere in Europe, a huge part of its vineyard, which at the time was close to 50,000 hectares, and went down to 10,000 pretty quickly. And even less after the First World War, the Second World War. And finally in 1936, to re-dynamize the appellation, the local growers, together with the INAO, which is the French organization for all the appellations, decided to create an appellation, to create really strict rules on how to produce Armagnac in order to create a brand. Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. Little key facts. So, as a sum up, long-lasting story, and as always, some nice periods, some trash period, and that's, I will say, every region's reality. Okay. So, if there's no more question, maybe we can go to the next. Ich würde es erstmal ganz kurz vielleicht zusammenfassen. Also diese Schlüsselmomente für den Armagnac, die Kulturen, die er da gebracht hat, ne? Also die Römer, die Fässer brachten, die Kelten, die Araber, die das Brennereihandwerk mitbrachten, die Römer noch mit der Weinkultivierung auch noch. Ein ganz wichtiger Fakt, da haben wir eine tolle Frage von Stan Spans, den kannst du vielleicht mal eingeben. Das ist nämlich genau, man hat ja hier die Reblaus gehabt, 1878, da sind 3/4 aller Weinstöcke kaputt gegangen. And Giraud, the invention of Baco
really should be on the list because of Phylloxera. Maybe that makes sense to tell just a few words about this grape variety. It's one of the next pages, but okay. yeah, Sorry. yeah. Okay. Okay. Now, let's wait because we will have a special focus on the special grapes by the Okay. Armagnac, and of course Baco is Sehr interessant. a key one. Okay. Okay. Wollen wir vielleicht mal ganz kurz was zu den 12er sagen? Genau. Ja, den sollten wir Wollte ich mal auch nicht sagen. außer Acht lassen. Ne? Yeah. Let's talk about a little bit about this guy here, the number 2. So, ja, wir haben auch viele Kommentare schon bekommen. Also, der Benjamin schreibt, fruchtig, frisch, ein schöner Einstieg. Der Steff hat sogar zweimal was schon in der Zeit geschrieben. 12er um Welten besser als die Nummer 1. Ja, lag auch 12 Jahre im Fass. 12 mal so gut. Um 12 Aber noch- Welten. Ja, genau. Aber noch nicht der Knaller. Ist solide, reißt mich aber noch nicht vom Hocker. Ich hatte schon den 8-jährigen von The Rose und der war bei weitem besser und tiefgründiger. Okay. Vielleicht kriegen wir dich ja noch vom Hocker gerissen. Ja, wir sind ja erst am denke Anfang. Das Ja. kriegen wir noch hin. Ich finde halt für diese, ich glaube, irgendwer hat es auch geschrieben gehabt, für die 43% und die 12 Jahre ist unheimlich viel da. Schöne Kraft, schöne Also Würze. auch im Trinken, auch im, also was du da schon so hast, das ist schon eine Richtung, wo wir heute noch hinkommen, was da passiert im Mund Ja. und in der Nase, ja. Also dafür finde ich, für was kostet die Flasche? 50, 60 Euro? Ja, so Profi. Zahlst du für einen 12er, was weiß ich, was auch immer, ja. Aber hier bekommst du richtig was. Also das ist schon, Ja, also schon sehr elegant. Man hat so diese Aprikose-Honigsüße, das macht einen auch schon echt durstig darauf. Ja. Ja. Slurber schreibt auch, Steff schreibt nochmal die zweite Fazit sozusagen. Geschmack, dezente Süße, leicht scharf, milder werdend, Abgang recht lang, allerdings nicht so toll im Vergleich zum Geschmack. Und auch Dai schreibt, die Nase vom Server gefällt mir sehr gut. Im Geschmack ist er leider etwas zurückhaltend. Aber ich finde, es kommt schon, diese Pfirsich-Assoziation kommt bei mir schon so ein bisschen ist schon so ein Andeuten, dass Ja. alles so kommen kann. Das stimmt. Aber ich finde es wiederum interessant, dass wir den klaren erstmal getrunken haben. auf jeden Fall. Jetzt den und Ja. du merkst jetzt schon so, das Grunddestillat ist da, jetzt geht es 12 Jahre Schöner später, Vergleich. ja, und lasst euch auch wieder ein bisschen was im Glas. Wir werden immer mal wieder zurückkommen. Ja. Also die Reihenfolge würde ich immer mal wieder verkosten, immer mal wieder riechen. Ja. Ich weiß nicht, Sebastian, was für Traubensorten wurden jetzt hier verwendet bei dem 12er? Weißt du das? Nicht aus dem Kopf kann ich dir nicht sagen, aber da haben wir ja den Experten Aber ja, hier den- bei uns sitzen. Ne? So, Giro, can you tell us on the 12 years old, is there a variety of different cépage or grape varieties? Yes, indeed. So, first of all, grands assemblages in French mean the great blends. This Armagnac is made from Armagnacs we got from small farms. We have agreements with. We'll come back to what's the specificity of those later on. So we blend Armagnac from small producers, and the number 12 on the bottle indicates the youngest Armagnac of the blend. Of course, by law in Armagnac, if you show 12 years old, it can't be 12 blended with 8 years old. No, it's minimum 12, which we have blended with Armagnac that are up to 15 years old. Okay. This Armagnac is a blend of two grapes, Uni Blanc, mainly, more or less 80%, with Armagnac that is made of Baco, more or less 20%. Why? Because to us, 12 years old is still a young Armagnac, and the Baco is a really wonderful grape, but that gives always a little powerful profile of Armagnac that lacks to be aged minimum 15, 20 years. So in order to make it supple, fruity, elegant, rather long than large and powerful, we prefer to use mainly Uni Blanc and a little percentage of Baco. And the oldest are the Armagnac. You will see that the higher percentage of Baco we would like to work with. So we distillated between 12 to 15 years ago. After the distillation, the Armagnac were placed in these typical 400 liters oak barrels made from local oaks we use. New barrels at the beginning of the process of aging for, regarding this Armagnac, more or less 2 years. Why? Because
the contact with the wood will help gaining tannins structure, so meaning aging capacity, as well as color. But the idea with this Armagnac is to find a good balance between the influence of the oak and still let the expression of the fruitiness of the grapes, of the original wine, in the glass. So first influence of the oak aging, but not too much to have something that talks about fruitiness too. So first 2 years in the new oak, and then when we decide by tasting it's enough, we will transfer the Armagnac in a very old barrel that will not give any more tannins, but we will just be losing alcohol naturally and gain smoothness in the texture of the Armagnac. So after the aging process, we lose more or less 0.5 alcohol degrees per year. So we haven't yet reached the degree of 43 degrees natural way. So we will blend the Armagnac and do a slight reduction, the fact of adding water in several steps to reduce the alcohol back to 43, because we think that's where the balance is. We don't like to reduce to 40 degrees because to us it misses deepness, power. It takes too much elements of the glass. To us, this is or at least the balance we like, and I hope you will share the comment. Okay. Sebastian? Kurze Ja. Zusammenfassung. Kurze Zusammenfassung. Also wir haben einen 12- bis 15-jährigen Blend sozusagen. Also man spricht in dieser Blendsprache immer von dem Jüngsten, was drin ist. Und dann hat man, wie man oft schon auch beim Cognac gesehen hat, Open End. Da kann man das machen, wie man möchte. Was hier ist, man hat natürlich diese 400 Liter Fässern. Da wurde das dann am Ende in einer großen Menge zusammengetan. Es wird am Ende, also relativ am Ende, wobei es immer diese Steps, wie er sagt, braucht, damit man das runter reduziert. Also es ist nicht so, dass man das nimmt, man reduziert das runter und füllt das in die Flasche. Dann hat man diesen Wassereinfluss zu sehr einfach. Ne? Also man möchte, dass es sich so ein bisschen verbindet. Das heißt, man reduziert das und dann wartet man wieder mehrere Monate und dann geht das wieder weiter mit dem Wasser. Also es wird auch nicht literweise da was reingeschüttet, sondern man versucht das natürlich sehr konsequent und entspannt reinzugeben, dass sich einfach das Wasser mit dem Alkohol verbindet und dann trotz allem so eine runde Geschichte sich daraus entwickelt. Ja, und wie er sagte, dass der 12-Jährige ist einfach so dieser erste große Eindruck von dem Haus, ne, was es zu bieten hat. Das klingt gut. Sehr cool. Ja. Geht die Präsentation jetzt noch weiter? Ist sie jetzt noch am Stück? Oder ja, ich glaube, die geht noch weiter. Ich würde sagen, wir steigern uns jetzt mal exorbitant nach oben. Ne? Ja, also von 12 auf. Jetzt hau raus. Wir schauen einfach mal. Schauen wir nach. Wir haben genau die Nummer 3 und da bleiben wir jetzt quasi in dieser Range mit diesen Altersangaben. 30 Jahre, ich möchte es nochmal betonen, 30 Jahre für 89,90 €. Nein, wir sind nicht beim Teleshopping, aber da bräuchten wir jetzt einen Harry. Ja, aber 30 Jahre, 89,90. Was? Oder selbst noch nie. Also selbst noch nie. Für 30 Jahre ist halt schon echt krass. Also guckt euch mal um. Ich meine, wir haben das ja jeden Tag, suchen wir irgendwelche coolen Flaschen raus und so weiter. Also 30 Jahre ist sowas von weit weg. Was man halt auch sagen muss bei diesen Produkten, ne? Ganz oft fragt mich ein Freund, hey, hast du was für einen 30er, hast du was für einen 40er Geburtstag? Ohne dass wir jetzt zu 40 zusammenlegen müssen, um einen Whisky zu besorgen, wo ja wirklich Preise bezahlt werden, wo es dann einfach auch nicht mehr schön ist. Aber in dem Bereich, ganz ehrlich Leute, also ein wunderbares Geschenk. Man macht den Leuten oftmals eine Freude, weil sie das nicht kennen und auch nie kaufen würden. Das ist ja auch immer der Punkt, dass man das dann ein bisschen an die Leute heranführt und sagt, schau mal, was ich da habe, wir trinken den mal und genießen den zusammen. Und da finde ich das ganz toll, dass diese Age-Statement im Armagnac da so hochgehalten werden. Ja. Und an alle, die Fragen gestellt haben, keine Sorge, ich markiere die mir alle. Ich blende die alle dann vor der Pause nochmal ein und dann gehen wir die Fragen. Wir schauen mal zeitlich. Zack mal die durch. Any questions? So, Nase vom 30er.
Finde ich schon mal sehr mächtig auf jeden Fall. Wollen wir jetzt ein bisschen dran schnuppern und Giro erzählt uns weiter? Ich würde sagen, erzähl das mal und wir schnuppern mal am 30er. In den Kommentaren können wir schon mal ein bisschen drauf eingehen. Ja. Und dann los geht's. Genau, schreibt schon mal in die Kommentare, was ihr von der Nase so denkt. Und Giro... So, Giro, we switched to the 30 years old now and during your talk Can I answer something... Carsten's question? There was a question by Carsten, I don't know if you answered it already, regarding the filtration process. Okay, filtration process. Yes. Yeah, that was the one. No, basically after 12 years of aging, you have enough natural decantation to not to have to do any filtration and still bottle Armagnac that are clean as you can see them in your bottle. So no child filtration, never ever. It's really nice. No bullshit. No bullshit. No bullshit. No bullshit in Armagnac. No. Yes. So, Giro, do you want to go on with your presentation? Why not? Okay. So I hope everyone liked the 12 years old. After the white Folle Blanche, that's another good second step to still the fruity side of the Armagnac. And then we will taste Armagnac that have been more in contact with the wood and that will show a different profile. Coming back to the vineyard, it's important because that's the base. You have to take care of your vineyard. You have to plant the fine grape on the fine terroir so that you have fine grapes and you can make a good wine. And if you distillate properly, and then the quality of your Armagnac will be interesting. So it's really a key thing. The total size of the vineyard in Gascogne is 20,000 hectares. But this includes these wines, maybe some of you have heard of, le famous vin de pays de Gascogne, which are produced to be drunk as white wine, not to be distillated. So inside these 20,000 hectares, the numbers we've seen previously, these 5,000 hectares, are in the Armagnac region, but only half of this is really dedicated to the production of Armagnac. It's important to know because you don't take care of the vineyard the same way if you grow grapes for the white wine as a consumption or the white wine to be distillated. If you want to distillate, you need high yields. You need to produce a high amount of grapes. Why? Because they will mature properly, but don't have too much sugar level, and they will keep high acidity level. This is really important. White grapes for the distillation must have high acidity and low potential alcohol level, like between 10 to 11. So really not the wines you would like to drink as a wine, but really the style of wine we look for the proper distillation. Well, so information to keep is basically 2,000 hectares dedicated to the Armagnac production. Okay. Next one. As you know, we are in France, and in France we like to complicate things. So, Really? Same thing in Germany. yeah, I think we're a bit worse than you are. So we have the Armagnac as the old region inside which you can produce Armagnac. But we subdivided the Armagnac identity into 3 different sub-regions with really distinguished characteristics, which at the end will give different profile of Armagnac. So when we speak about combination terroir grapes, it makes a lot of sense. If we start from left, we will see the Bas Armagnac region. Bas in France means low. So low, not in terms of quality, but because it's quite flat, because it's the closest region to the seaside. So flat and really sandy. Here we have the terroir of the what we call the sable fauve, dark sands, which were left by the seasides millions of years ago. So Bas Armagnac is this identity of tawny sands, which will give quite naturally more delicate and fruity profile of Armagnac. And today this is the biggest part of the Armagnac surface. On the right, you will find Armagnac Ténarèze, which has a different terroir.
siliceous and clay and limestone. So you see these typical white stones, and that will always give Armagnac with a little more power, a little more deepness, and that is today more or less 30% of the surface. And Haut Armagnac to finish on the right. Haut meaning high because it's more hilly. It's a different countryside, much more limestone. Will give delicate Armagnac, but today, to be honest, most of the producers that are established in Armagnac are really dedicating their wines to the wine consumption. They don't distillate much. So today it's like 2 or 3% of the total Armagnac production, which is based here. The main two regions in terms of volume are Bas Armagnac, Sandy Terroir, or Armagnac Ténarèze with clay limestone terroir. Okay. I hope it's not too much Also information. man teilt also sozusagen das kleine Armagnac-Gebiet nochmal in 3 ein. Aber davon, also, aber das eine Gebiet, da wird ja nur so ein paar Prozent Ja, eingestellt. ganz wenig nur. Und habe ich noch nie getrunken aus der Haut. Geh bitte nochmal Ja. bitte zurück auf diese Karte. Und das ist halt auch wieder wir haben das bei Waterford mittlerweile in dem Whisky-Bereich, aber das ist halt immer die Frage des Terroir. Ne? Man hat natürlich eine Steilhanglage, da muss die Traube natürlich durch den Stein durch, damit sie sich das Wasser zieht. Das heißt, da bringt sie ganz viel Mineralien mit. Dann gibt es dieses flachere Gebiet, wo sie halt eigentlich eher durch dieses erdige, tonige, sandige geht. Da bringt sie nicht so viel Mineralien mit, aber man hat so dieses Ionische, ne? Dieses Umani oftmals schon so, der vom Geschmack her, was man da halt auch wieder tatsächlich am Ende in der Spirituose entdeckt. Ne? Und das ist halt immer die Frage des Terroirs. Das fängt beim Wein natürlich nochmal viel krasser an, nenne ich es jetzt einfach mal so, was sich beim Armagnac und beim Cognac halt auch widerspiegelt. Und also in Frankreich ist es ein ganz großes Thema und es ist ja auch schon ein bisschen übergeschwappt in den Whisky-Bereich, dass man halt aus verschiedenen Gegenden verschiedene Gersten anbauen kann und diese dann am Ende verschieden schmecken. Ja, also das sollte man in dem Bereich dann nie außer Acht lassen. Das stimmt. Wollen wir die Nummer 3 mal alle zusammen verkosten schnell? Ja, gerne. Also Nase finde ich schon mal mega. Schöne Orange, schöne Pfirsich, viel tiefgründiger, viel dicker, viel wachsiger, viel älter. So, ne? Das ist so dieses Nougat, einfach dieses Ja. schöne, dichte Nougat. Ich wollte gerade das Schoko in die Runde schmeißen, ja. 30 Jahre. Orange peel. Ja. Santé. Santé. Okay. Prost! Prost! So, Giro, Prost is only for beer. We use the word zum Wohl for some elegant spirit. Again, the word Zum Wohl. zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt musst Zum du Wohl, dir dear überlegen. friend. Zum Wohl. 30 Jahre, ne? Du merkst Das macht schon Spaß. Es fängt schon an, dass du das Holz besser spürst. Die Nase ist komplexer. Das ist das, was wir in manchen Verkostungsvideos auch gesagt haben. Diese Spirituose braucht nicht unbedingt 60%. Nee. Die bringt schon so viel Kraft an sich mit, ja, durch den Rohbrand, durch dieses Virgin Oak, nenne ich es jetzt einfach mal so. Ja, da reichen manchmal auch 43, 46, 50%. Gerade wenn er 30 Jahre drin lag oder älter. Ja, Ne? also durch diese Fasswürze, die er mitbringt, würde ich aufpassen mit dem Alkohol. Das muss nicht immer gut sein. Ne? Also, Sebastian, du hast ja auch schon ein bisschen was rausgebracht in der Richtung. Klar, Fass geht immer, aber du kannst hier getrost auch mal auf ein 43%er zugreifen, ohne enttäuscht zu werden. Ja? Wie sind deine Jetzt Erfahrungen, kommt's. Sebastian? Ja, also man muss nicht immer die krasse Fassstärke haben, muss man tatsächlich nicht. Man kann natürlich damit viel mehr erleben, keine Frage. Aber jetzt ist immer die Frage, für wen mache ich dieses Getränk? Ne? Ist das für die breite Masse, die dann einfach 43 Volumenprozente, 40 Volumenprozente so als ihr Standardlevel sieht? Gerade in der Gastronomie, man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob er später noch kommt, der Ros kommt aus einer Fine Dining Familie im Endeffekt, also die Familie lebte von diesem Restauranttum. Der Vater hatte dann gesagt, okay, wenn ich euch jetzt das gute Essen anbiete, das Essen aus der Region, die Produkte aus der Region, wieso biete ich euch dann nicht diesen
Weinbrand aus der Region an. Ne, und ist dann rumgefahren und hat mit den kleinen Produzenten gesprochen. Das heißt, dieses Publikum war natürlich nicht dieses Publikum, wo sagte, okay, nach dem leckeren weißen Burgunder hätte ich jetzt gerne noch einen 55%igen Weinbrand hinterher, sondern da ist es tatsächlich, dass man das versucht, so ein bisschen elegant rüber zu schwappen. Und das ist natürlich auch die Geschichte. Also back to the Roots ist im Endeffekt tatsächlich so 40, 43, wenn es mal 46% hat, dann ist es natürlich schon interessant, aber das ist halt einfach nicht der Standard gewesen. Ja. Man arbeitet daran und es macht große Laune. Aber ja, wie gesagt, der Pitt Krause, hi Pitt, der hat eine ganz interessante Frage gestellt. Und zwar, Giraud sagt ja, diese säurelastigen, also diese High Acidity Grapes, die sind ganz wichtig für diesen Natural Wine, den man dann am Ende natürlich braucht für den Brand. Ich würde die Frage, Pitt, einfach mal an Giraud weitergeben. So Giraud, so using the high acidity to grapes because of the natural wine you're producing before the distilling process begins. So what about Riesling? Because in our, or especially in my region, it's a Riesling region, and we have the same problem. The summers getting hotter and hotter, so we have more of the sugar content, like we call it Öxle in the grapes, and so for the Riesling, a lot of acidity is better than sugar. So let's distill some Riesling. I'm waiting for you guys. Come on, we wait for you from September. Deliver us a few dozen of kilos of Riesling, and we try to see what we can do with the Alambic. Why not? I mean, as long as you don't have too much sugar and a fine acidity level, I mean, technically, you're well adapted for the distillation. Then that's the complexity, the aroma specifics that will give or not an interesting spirit behind. But I drink quite some German Riesling, and I know there's some great stuff. So, but I'm sure here in Germany, some people have distillated some Riesling. No, have you ever tasted a single distillation of Riesling? But the reason is it's not a local grape variety, so that's why there's no Riesling in the area. It's too hot, especially in the south west of France. Oh yeah. No, sorry, I took it as a joke. But if the question was serious, no, it was a serious question. It was a serious question. Okay. Sorry. No worries. So why? Because I will answer that. We again appellation Armagnac with rules, and the rules say you can use. There are 10 grapes that are authorized. We've seen the 4 main ones, and there is a very tiny percentage of complementary grapes we can use. But the 4 main are, again, Uni Blanc, Folle Blanche, Bacot, and Colombard. And 1% of the remaining is a mix of local old-fashioned grapes like le Jurançon, le Méliès. But we don't speak much about this because they are pretty unknown today. But we cannot plant any other grape at all. Well, can't do that. To answer seriously to this serious question. Yeah. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt, bevor wir gleich in die Pause gehen. Die Präsentation zieht sie sich dann. Geht dann noch weiter. Ach, die geht dann noch weiter. Okay. Ich habe jetzt etliche Fragen jetzt noch hier, die möchte ich gerne noch stellen, bevor das in Vergessenheit gerät. So, Giraud, it's a lot of questions for you. Okay. One from Andreas. Is the Rose mainly a broker for Armagnac, or will there be an Armagnac from the Rose Valley? Haha, good question. Darroze is what we call a négociant éleveur. It means Marc Darroze do not own any vineyard. The story of the family is the background is the restaurant. We'll come back to this after, but they first had a restaurant which was not existing anymore, but which was pretty famous, with 2 Michelin stars. It was situated in a small town called Villeneuve-de-Marsan. So to buy products for the restaurants, like foie gras, like ducks, like vegetables, they were visiting local farmers in the region, like 30 kilometers around the region.
And we talked about polyculture a few minutes ago. So they visited farmers who were producing cereals, meat, they had ducks, foie gras, but they all had a small vineyard as well, and they were producing their own wine. They were distillating, most of the time with a bouilleur de cru, meaning a guy who has his own alambic and was visiting one farm, distillating, visiting another farm, distillating. And they were producing the Armagnac not for the business, because there was no really tradition of selling the Armagnac. It was more like a pride, a tradition. We have a vineyard, we make the white wine, we distillate, and we will keep the Armagnac at the end of the cellar. We age it, and we will sell it from time to time when we need some money, to fix the roof, to marry the daughter. They will call a local negotiant and say, hey, I have a few barrels to sell, and the guy was coming, picking the barrel, and he was making his own blend. So when they were visiting these farmers to buy food for the restaurant, these guys also told them, hey, don't you want to try my Armagnac? And that's how the Darros family found out about very small, unknown producers that had amazing quality of Armagnac because they had a great terroir, fine grapes planted on it, and they had a good know-how, and they were aging that very simply, naturally, but under good conditions. So they started to select their Armagnac to be proposed in the restaurant too. But not buying from this guy and blending it at the beginning of the story and putting the Darros name on it. No, they were bottling from the barrel and putting the name of the farm, the vintage of the distillation, just to respect the origin of each Armagnac. There were 2 Michelin stars with a great passion for taste, for origins. So the beginning of the story is a selection of small unknown producers to be proposed at the restaurant. And the story started to roll, and they became, in the 70s, a negotiant. So they have agreements with 30 small of these producers who still have their own vineyard. They do the white wine, and 2 options. They have their own alambic and they distillate, or they don't have an alambic, and we send our own alambic to distillate at every farm. After the distillation is made, we will pick the barrels and bring them back to our cellar to make the whole aging under our control, meaning in a fine aging cellar with constant humidity level and constant temperature. Because when we speak about long agings, which we like to do in Armagnac, up to 60 years old, a key thing is the quality of the oak, of course, but also the constant humidity to make sure you lose alcohol, not water, and you gain fine tannins and elegancy you bring elegancy to the Armagnac. So we don't produce ourselves, but we have close agreements with plenty of farmers, which are all situated in different terroirs with different grapes, and that offer us a beautiful diversity of profiles of Armagnac. Okay. And to answer the last part of the question, we bought a fixed alambic, which we aren't using yet because we have a project, but we don't have to talk much about this, to have our own place to do distillation, to invite people, to have a better place to receive people we work with. So that's a project for the future. So let's meet again in a few years, and we'll have more concrete things to tell about this. Okay, Sebastian. Ja, also... sorry, Sebastian, you have to translate. No worries. No. Das meiste habe ich ja schon erzählt mit der Restaurantgeschichte, das hatten wir ja schon auf dem Schirm. Was halt super cool ist, und das ist eigentlich sowas, was man sich so gar nicht vorstellen kann, die haben halt so eine mobile Brennblase auch. Ne? Also man hängt die quasi an einen Pferdehänger oder an seinen Traktor und dann fährt man da zu dem Weinproduzent oder Weingut und destilliert das ganze Zeug dann. Ne? Also wenn man Wein hat, aber keine Brennblase, dann kommt einer vorbei und der macht das für dich. Ne? Und das ist ganz normal in dieser Gegend, wie es bei uns in der Gegend
einen gibt, der so eine Maschine hat, mit der man Mais ernten kann. Da gibt es halt 8 Bauern, die sagen, komm du bei mir vorbei, dann kommt du bei mir vorbei. Ne? Der macht das dann quasi wie so ein Lohnbrenner für die. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Wie gesagt, wenn man das noch nicht gesehen hat oder noch nicht gehört hat, dann kann man das eigentlich gar nicht glauben. Aber so funktioniert das auch ganz oft in dieser Region. Er hatte kurz angerissen, dass sie jetzt einen eigenen Bereich haben, wo sie eine Brennblase installiert haben, wo man dann hinkommen kann, das Ganze ein bisschen dann anschaut. Das ist das, was ich vorhin ganz kurz gemeint hatte mit, sie sind nicht nur Negociants, sondern sie wollen jetzt natürlich auch ein bisschen mehr sein in dem Bereich. Und ja, ich glaube, so long story short war das schon alles zusammengefasst, was da mit bei war. Genau. Gut, und dann noch schnell eine Frage. Sebastian, vielleicht können wir das auch ganz schnell noch klären. Ja. Single Cars from the Rose, gibt es das? Ich glaube, die Nummer 4 ist doch ein Single Cars. Ja, wir reden hier immer von, also wir haben jetzt hier, um es ganz kurz anzureißen, wenn wir was bestellen, dann ziehen die das für uns aus dem Fass. Ja, also das heißt, wir bestellen 30 Flaschen von dem beispielsweise dem letzten, was wir da mit dabei haben, den 72er Go, dann wird das direkt aus der Flasche gezogen. Dann das Witzige daran ist, wer eine Version von letztem Jahr hatte diese Fasslagerung von letztem Jahr, und wer es dann von diesem Jahr bestellt, der kriegt das ältere Produkt sozusagen, obwohl es dasselbe Fass ist, ne, wenn sie davon noch was übrig haben. Und das ist eigentlich, das gibt es ja im Whisky-Bereich gar nicht, dass ich sage, hey, guck mal, ich habe dieselbe Abfüllung, aber ein Jahr später. Das heißt, wenn ich irgendwie die nächsten 3-4 Jahre immer davon was nehme und sie vielleicht nicht alles abverkaufen, dann kann ich mich da schön orientieren, wie so die Spirituose reift. Und ja, die nächsten 3, die nach der Pause kommen, sind alle Single Casts. Also da reden wir tatsächlich, da wird nichts gemixt, gepanscht oder sonst was, sondern das kommt so raus, wie es damals reinging. Genau. Sehr schön. Und dann gab es noch ein paar Fragen zu den Fässern, das können wir aber auch zusammenfassen. Es werden ja immer frische Eichenfässer verwendet, ne? Ja, genau, also da gibt es diese Eiche aus dem Gebiet und dann gibt es natürlich auch die Limaison-Eiche, die genutzt wird, aber es muss halt diese französische Eiche sein. Also es kann jetzt nicht irgendwie... und gibt auch keine Refill-Fässer oder irgendwas? Doch, fürs Fassmanagement, also ist es schon nicht schlecht, wenn man sagt, okay, ich packe das jetzt in so ein Medium-Toasted-Fass und danach vielleicht nochmal ein bisschen eine höhere Stufe und dann kriegt es vom Fass nochmal so ein bisschen was ab. Oder ich habe ganz am Anfang ein Fass, da mache ich was, also ich habe ein frisches Eichenfass, da kommt natürlich der frische Spirit rein und wenn ich dann sage, okay, für die nächsten 20 Jahre will ich das auch lagern, dann nehme ich vielleicht schon eins, was gebraucht ist, dass da nicht mehr so viel passiert. Ne? Das ist einfach so ganz geschmeidig vor sich hin reifen kann. Das machen die dann schon, aber es muss halt alles so in diesem Segment sein. Also da habe ich nicht viel Raster, aus denen ich ausbrechen kann, sondern da muss ich dann tatsächlich in diesem begrenzten Bereich mich durchhangeln. Was das Fassmanagement halt noch ein bisschen interessanter macht. Ne? Ich kann da nicht viel tun, aber was ich tun kann, kann große Auswirkungen haben, auf jeden Fall. Auf das Endprodukt. Genau. Okay, so, I think let's go into the break. Ja. Und die Pause ist heute 4 Minuten länger. Ja. Die geht 5 Minuten. Die geht heute nämlich 12 Minuten. Ja. Weil wir wurden gebeten, ein kleines Video nochmal einzuspielen von The Rose und da wird auch ein bisschen was erzählt. Da seht ihr nochmal tolle Bilder, Hintergrund und so weiter und so fort. Also schaut es euch an. Wer jetzt unbedingt Toilette muss, wie auch immer, schaut es euch im Nachhinein gerne nochmal an. Auch auf dem The Rose YouTube-Kanal findet ihr das. Also wir sehen uns bevor es dann zum Singlecast geht und ins Finale geht. Weil wollen wir ihn noch darauf vorbereiten, dass es jetzt eine Pause gibt? Oder willst du es das weiß er. Das weiß er schon. Das weiß er schon. Giro, let's go into the break of 12 minutes. Okay, great. So nice. You will see Mark Dowd himself telling you not the same, but main ideas regarding Armagnac. So enjoy it. You will learn a lot. See you after the break. Okay. See you. Enjoy the tasting. Yeah. In this video, I would like to introduce you to a beautiful country. A country where I lived for more than 50 years, in which I was raised and which guides my daily life. We are in Armagnac, a well-known region in the southwest of France, also called Gascony, a region of polyculture, a region where gastronomy is of the highest importance, where the quality of life is just as important. It's a region
with a lot of ducks farms for foie gras production, cattle and pig farms, a lot of cereals production, some forest, and of course, the vineyards, which produce the grapes that go into the elaboration of our product, Armagnac. Armagnac is the oldest brandy in France. We have found evidence of distillation of vines in Armagnac 700 years ago. It's a part of the heritage of Gascony, and it retains a very important place in the hearts of the Gascon people. Armagnac is produced in 3 major terroirs with different soil and subsoil profiles. First of all, there is Bas Armagnac, the part closest to the ocean, which was for many years a swampy area until the Lens forest was planted between the ocean Atlantic and Armagnac. The soils of Bas Armagnac are sandy, very interesting for the production of rich and complex eau-de-vie, ideal for long aging. The soils of Tenares, more clay limestone, are also of interest and produce more powerful, full-bodied Armagnacs. Haute Armagnac, known as Armagnac Blanc or White Armagnac, because of the limestone outcrop in this part of the country. Some producers still maintain the tradition of Armagnac production today, but distillations are few. Armagnac is a spirit, a distilled brandy, produced using with wines made using white grapes only. These wines are generally very acidic because acidic wines are the best wine for use in distillation. Armagnac has a range of grape variety that are very different from each other, but all of which produce acidic, low alcohol wines, making for this aromatic balance so typical of our region. Uni Blanc is the distillation grape variety par excellence. It gives acidic wines, low in alcohol, which after distillation produce delicate and quality brandies. Folle Blanche is the historic grape variety of Armagnac and produces delicate, often floral eau-de-vie. The Baco grape is unique in the French wine growing landscape. It's an hybrid, particularly suited to the sense of the Bas Armagnac, where it confers roundness, smoothness, and aromas of ripe fruit on the eau-de-vie, particularly after a long aging period. Colombard is not used as much as the other for distillation. Its fruity and spicy aromas are appreciated in blends. These white wines, after having known this magical moment of distillation, which concentrates the aromas and the alcohol, will reveal an incredible colorless eau-de-vie, which will have an ABV of between 53 and 60 degrees, depending on the intensity of the fire in the still and the style of Armagnac you want to produce. The brandy, when it comes out of the still, is colorless, and it's thanks to its contact with the tannins of the oak barrels, in which it ages for a long period, that the eau-de-vie will gradually take on the color that we know so well. Initially light, the color will become more intense until it reaches the mahogany color that we see in very old eau-de-vie. Of course, throughout the aging process, when the Armagnac is in contact with the oak barrel, the winemaker, the cellar master, has a very important role in testing, in transferring from one barrel to another, in interplay between different barrels of different ages, which are sometimes blended before bottling. The essential role in the composition of Armagnac can be compared to that of a conductor who will compose with the different instruments available to him in his orchestra.
The cellar master does the same with the different elements that he can adjust between the different ages of Armagnac and the different barrels. Several categories of Armagnac are on the market today. Classic Armagnac blends, VS or 12 months of aging, VSOP 4 years minimum, XO 10 years of age minimum, or specific ages like those found in the Anglo-Saxon environment in Scotland. 8 years old, 10 years old, 12 years old, 20 years old, 30 years old. Also, vintage eau de vie is a tradition in Armagnac. It's the brandy that comes from a single year that has never been blended, which reflects a full year of climate influence and weather conditions, and which will allow an incredible diversity from one vintage to another. The Darroze family was born in Gascony. Originally a restaurateur, my grandfather Jean was a very famous chef in the interwar period and after World War II. He passed on his passion for catering to his children's and grandchildren's. Even today, Hélène, my sister, works in Paris and in London with numerous awards in the Michelin Guide. The family restaurant was located in Gascony, in the heart of Bas-Armagnac, in the heart of the Armagnac countryside. Of course, the selection and collection of brandies available at the restaurant was limitless. This passion of Armagnac is firmly rooted in all the members of the family, and it was Papa Francis who decided to make it an important activity and to create this brand, which today can be considered a leading brand in the Armagnac market, the qualitative leader, the leader in terms of search for excellence. We are wine growers, we are wine grower distillers. We go to the property to choose the terroir, the producer with whom we distill wines, which will then age in our cellars, and that we market many years, even decades later, in different ranges. The historical Darroze range is the unique collection, where we highlight the origin of the product, the name of the property, and the vintage, and where each barrel, each cask will be unique, showing its own character and identity. We will use this diversity to bring to the most prestigious restaurant in France and in the world, and to wine merchant an incredible variety of eau de vie of different styles. Then there is the Grand Assemblage range, which, somewhat in contrast to the unique collection, plays on the complementarity of Armagnacs. With this range, we blend Armagnacs together, seek their complementarity, so as to offer you cuvées which we are able to reproduce in style, taste and in balance for many years. We also have a range that we call biologique, which is a range of Armagnacs from organic farming. Some of the wine growers with whom we work have made a strong move towards organic farming, to return to tending the vines without any chemical intervention. Another very important range, which underlines the very premium, very qualitative side and the excellence of Armagnac, is the Luxe Gascon. We bottle in crystal decanters that have been created exclusively for us, very, very rare and very, very old Armagnacs that have been preserved from generation to generation. It's indeed a luxury in itself to keep these treasures for so long, this exceptional and unique eau de vie in their extraordinary decanter. Finally, our slightly more modern approach to Armagnac, the Blanche, a colorless brandy straight from the still, which will never spend time in oak barrels, and which will allow mixologists, bartenders, cocktail professionals to use Armagnac as a base for cocktails and be able to work with the different tree grapes varieties that we have highlighted, Uni Blanc,
Bacchus, and Folle Blanche. To conclude, I would like to remind you of the 4 main values that guide our daily work. Authenticity, as all our Armagnacs are always natural without adding caramel or other tannins before bottling. Respect. Respect for terroirs, respect for vintages, respect for Armagnacs, respect for producers, and of course, our customers. Independence, that guarantees us total freedom in our choices. Darros Armagnac is an independent company, completely managed by the Darros family. And of course, the last but not the least, the pleasure. The pleasure of working with this magnificent spirit and the pleasure of sharing all this with you. Zack, zack, zack. Da sind wir wieder. So. Hello again. Hello again. So, nice, what a nice video. It tells a lot. In It 12 tells a lot. minutes, more than I did in 1 hour. So, I think, let's go to number 4. Yes. Und wir gucken uns das Ganze So I gleich realized natürlich just an. shortly, we haven't spoken about the previous one, the 30 years old Grands Assemblage. Just very shortly, this one was a blend of Armagnac from 30 to 35 years old, and the blend of Uni Blanc, still majorating, 60%, blended with the Bacchus grape by 40%. And now we will start indeed with the historic range of the Darros family. You understood it from the movie. This unique collection where we propose Armagnac that come from one single small farm, one single vintage, and one single barrel. And they are all bottled at their natural degree. So these are Armagnacs. The next 3 we're gonna taste belong to this collection. And they are all made totally naturally and just bottled on demand, meaning that when we have a customer ordering 2 bottles, 6, 12 bottles, we will go to the barrel and bottle it on demand, which means that the rest of the Armagnac is still in the barrel and continues its aging. Voilà. And we will now start with one of these small farms that we have been working with for decades, Domaine Duport, from vintage 2004. Made of one single grape, which is the Bacchus. Bacchus being a specific grape to the Armagnac, which was created by a guy called François Bacchus, who was passionate about viticulture and tried to do cross of different grape varieties. And this one was named after him because he, with a lot of success, he crossed Folle Blanche, which is one of the grapes we still use, together with Noah. And he recreated the taste of the Folle Blanche, but with a grape that has more strength, more resistance to disease, like mildew or oidium. Voilà. So a really fantastic grapes in terms of complexity and aging capacity. So, Go ahead, so, Sebastian. diese Abfüllung, die wir jetzt hier haben, das ist quasi ein Single Cask, was wir extra für Deutschland abfüllen haben lassen. Er hat es ganz kurz angerissen. Das ist also 100% Bacchus. Das war für uns einfach wichtig, dass wir, also werden noch 2 weitere folgen, aber da wollen wir so diese gereifte oder gealterte Traube natürlich nochmal in den Fokus bringen. So wie wir jetzt ganz am Anfang hatten, ne, mit den weißen Armagnacs, wo es dann auch Traubensorten rein gibt, haben wir das jetzt hier versucht. Und so, Giro, can you tell us a little bit about the small village Le Fresh, where these Armagnacs come from? Yeah, it's situated in the heart of the Bas Armagnac region,
really these typical sandy soils you find in the region. And the combination sandy soils plus Baco is really the perfect wine to produce amazing Armagnac. That's really a grape that is totally adapted to this terroir and can produce these acidic and low alcohol wines which we like for the distillation. Fine terroir, fine grape on the fine terroir. Duport is a small estate with about 10 hectares of vineyard. They only have Baco, so they are really a typical expression of what you can expect from the Bas Armagnac region. So 18 years of aging, and it has been bottled at its natural degree, which was close to 48 degrees. Bottled last year for Kirsch import. So I don't like to tell you what you should smell. Maybe it's the good time for everyone to smell and taste. Haut mal raus, ja, haut mal raus hier. Haut mal in die, schreib's mal in die Kommentare. Ja. Ein paar Notes. Ich finde, es ist das ganz anderes als jetzt die beiden davor. Ja. Viel, viel kräftiger. Steht ja auch Fassstärke drauf. Ist es Fassstärke? 47,5. Ja, also der wurde da ist so ein kleiner Beizettel noch, wenn du den nicht schon weggeschmissen hast, an der Flasche. Hat er schon weggeschmissen, ja. Da steht sogar die Destillationsstärke drauf und was halt dann in diesen was quasi über die Zeit hinweg sozusagen abgebaut wurde, aber natürlicherweise abgebaut wurde. Also nicht reduziert mit Wasser, sondern, also wir betreten jetzt hier ab Nummer 4 sozusagen nicht die Welt des Schmerzes, weil es halt höher wird von den Volumenprozenten, sondern tatsächlich die nerdige Welt. Also ab hier haben wir dann dieses Produkt, wofür sich eigentlich dann doch sehr viele interessieren. Einfach dieses Ungeschönte. Ja? Also wir haben jetzt hier nichts über 30 Jahre hinweg gereift, was dann auf Trinkstärke runter reduziert wurde, sondern wir haben jetzt das hier straight from the barrel direkt ausbekommen. Und glücklicherweise konnten wir diesen wunderbaren Duport ins Glas bekommen und nach Deutschland hieven. Ja, also ich bin auf die Notes gespannt, was die Leute so davon halten. Schreibt gerne mal, was die Nase sagt. Vielleicht hat auch schon jemand probiert in der Pause. So we had first 2 Armagnac from the Grand Assemblage range, which are here to show maybe some more approachable Armagnac in terms of style. And now we are really going into a range of Armagnac for real, we'll say, spirit lovers, connoisseurs, because all made totally naturally, natural degree. Of course, no sugar, no caramel. It's all about time of aging, fine quality of wine, fine choice of barrels, and fine, again, humidity conditions for the aging, so that you have a perfect combination between fruitiness, power, complexity, and wood integration. That is not here to make up, but just here to bring even more complexity, and of course lose the cold naturally. And like indeed, you can feel the step up. Yes. Ja. Das ist schon ein Schritt, ja. Natürlich, I'm a fan of the village of Le Fresh and all the little wine growers around, because it's very famous of this very ionic taste, you know, very powerful taste, and I totally agree with you. That's next level. Der Power. Boah, sehr gut. Was geht's so? Wir kommen. Ich tue mich aktuell ein bisschen schwer, in die Tiefe zu kommen. Also mir fällt es jetzt schwer, 10 Aromen aufzuzählen. Also, oder 8. Ja. Also du hast jetzt schon dieses Holz, klar, das ist da. Du merkst auch, der ist jetzt nicht nur 4 Jahre alt. Aber ich habe jetzt schon, Dings hat geschrieben, süß, Sherry, Eiche. Ja, so. Und jetzt fehlt noch so ein bisschen, also ich brauche jetzt gerade Hilfe, will ich damit Benjamin sagen. schreibt mehr Nüsse und eine richtig reife Mango. Ja, aber ja, Nüsse, vielleicht geht mal so ein bisschen mehr das Erdige in Anführungszeichen rein. Also man geht so ein bisschen weg davon, ich will einen riesen Fruchtkompott haben, sondern man muss sich vielleicht jetzt hier ein bisschen neu justieren und sagen, okay, was
das hat andere Geschmacksprofile, wie mancher Whisky zum Beispiel aus der Space Side. Ja. Weißt du so, das ist ja in den Köpfen so drinne. Ja, das muss man jetzt erstmal wieder resetten und neu starten und sagen, okay, welche Traube habe ich, wo kam die her, was, also das meine ich jetzt damit, so, da muss man sich erst mit beschäftigen erstmal. Das ist eine ganz andere Spirituose. Was so beim Armagnac, wie du schon sagst, so dieses typische, wo man sich erst justieren muss, man kommt so vom Whisky, ne? Man hat dieses Getreide, Malzige, man geht in den Cognac, man hat so, je nachdem, was wir jetzt schon alles probiert hatten, auch im Tasting natürlich dann so ein Potpourri an Früchten, tropische Früchte. Und jetzt sind wir plötzlich hier, wo man so eine richtige Erde hat, wo man vielleicht auch so eine Eisennote noch mit drin hat, wo man auch hin und wieder, finde ich, diese Kräuter, viele sagen auch Eukalyptus und so weiter. Das ist schon so eine ganz spannende Kombination. Da muss man erstmal weg von dem, was man kennt, und sich da so ein bisschen reinfliegen lassen ins Glas, ne, und sagen, hey, da schwimme ich jetzt mal mit, so, ne, vom Geschmack. Ich meine, das können wir jetzt alles nochmal steigern durch die Jahrgänge und durch das höhere Alter natürlich. Aber hier sind wir jetzt bei nur 18 Jahren und wir sprechen ja in diesem Bereich von sehr jungen Destillaten. Ne? Also wir wissen ja, was da noch so geht. Ne? Deshalb ist der halt schon ein Raffer-Vertreter. Aber ich finde, er bringt halt genau dieses Typische mit, was man so sucht, wenn man Armagnac will. Ne? Man möchte ja, wenn man Armagnac will, trotzdem noch so ein Pendant zum Cognac. Und das ist halt dieses Direkte am Produkt. Ne? Bei mir, bei Steff, also bei mir ist es genau andersrum. Ich finde den Geschmack deutlich eindrucksvoller und besser als die Nase. Also ich habe einen Abgang, ich habe so eine tolle Würze im Mund. Du hast den Abgang. Ich finde, also vom Geschmack her, heute für mich persönlich bis jetzt, Benchmark. Geiles Teil. Ich gehe jetzt auch leicht mit Sebastian mit so ganz, ganz leichte Eukalyptusnoten. Jetzt, wo er es so gesagt hat, jetzt lässt man sich... Habe ich dir das eingepflanzt? Jetzt arbeitet es in mir. Ja, mein Gehirn sagt, ja, es sind schon... eine gewisse Süße hat er dann trotzdem, obwohl er diese... Bitterkeit ist es nicht. Also, das ist Virgin Oak. Das ist halt so ein bisschen, was so dieses Holz mit sich zieht und... ja, auf diese Weise wurde dann doch wieder irgendwie komplex. Ne? Also wenn man das so ein bisschen einordnet in seinem Kopf... Was haben wir da für eine UVP stehen? Im UVP sind 84,90. Und für 74,90, ja. 18 heute Jahre. Abend. Ja. Heute Abend. 47,5. Oh, ist ja schon fruchtig. Genau. Katja schreibt auch, also ich finde auch, ich habe jetzt auch den dritten Schluck. Es ist unfassbar, wie er sich weiterentwickelt. Also am Anfang war halt so erstmal bumm, Holz. Ja. Und jetzt immer fruchtiger, immer ein bisschen Kräuter, genau. Zu Alkohol. So, Jerome, we just talk about the complexity of it is just 18 years old, but you have a very earthy, farmy style of Armagnac, which is very impressive for us because we have this assemblage before, you know, it's very perfect to drink, and this is more like punch in your face, and but with some sweetness, you know. Yeah, it's another world, and yeah, some sweetness again from the oak aging only, no added sugar at all, and that's the whole story of the fine balance, and that's with so many small estates we work with, around 35 today, we have this capacity to release Armagnac when we think they are fine, they taste well, the integration of the wood is fine, the alcohol level naturally lost is fine enough. And then we decide, okay, let's propose this. And they are normally pretty limited release because the estates we work with are always from very small to quite small. So we produced a few barrels, and when it's gone, it's gone. Ja. Can't replace it. Wie er schon sagte, ne, solche Produkte sind halt einfach vergänglich und wenn man da sich nichts bunkert, dann schaut man ein bisschen in die Röhre, wie bei allem, aber noch bezahlbar. Ne? Also wir können natürlich auch von einem Prora 72 ist auch vergänglich, aber der geht an mir vorbei dann. Ne? Ja. An meinem Bankaccount. Der ist vorbeigänglich. Vorbeigänglich, das ist perfekt, das ist unser neues Wort. Ja. Ja, und haben wir jetzt for Viking People. Das war der Wann? Also ich muss sagen,
ich hole jetzt mal weit aus. Es gibt ja diese einschlägigen Kataloge eines großen Whisky-Verkäufers in Deutschland, der früher Kataloge gehabt hat, wo man dann so durchguckt, was da für Preise waren. Ich sage jetzt mal Artback Lalala für 89,90, ja, der heute 2.000 Euro kostet und so weiter und so fort. Ja. Und alle sagen immer, ach, hätte ich damals doch mal zugeschlagen. Das war doch geiles Zeug. Genau dieser Zug fährt nämlich gerade los, ja, was dieses Thema angeht. Und du wirst in 10 Jahren sagen, um Gottes Willen, 2023 konntest du von 1972, von 1900, was weiß ich was, Flaschen kaufen für 2- bis 3-stelligen Betrag. Ja, die werden dann auch steigen, weil davon, als die das 1972 oder was weiß ich mal destilliert haben, da hat doch keiner daran gedacht, dass 2023 da vielleicht ein Zug abfährt, wo hunderttausende Menschen aufsteigen wollen und die haben aber nur 264 Flaschen. Also was ist logisch, was da jetzt passiert? Und man muss sich ein bisschen wachrütteln und sagen, ja, weil damals, als dieser Whisky-Zug losgefahren ist, da haben alle was anderes getrunken und irgendwann haben sie gemerkt, das schmeckt ja doch ganz geil. Eiler Whisky wollte vor ein paar Jahren kein Mensch haben, weil das so ekelhaft nach Rauch geschmeckt hat. So, und jetzt auf einmal ist es der heilige Gral und alle kloppen sich drum, da noch irgendwelche Flaschen von früher zu bekommen, weil da war es ja eh alles besser, so ungefähr. Ja, genau das passiert jetzt vor unseren Augen. Also, wenn es euch jetzt schmeckt, ihr müsst zuschlagen, weil das ist eine Frage. Günstiger wird es nicht. Nein, das ist. Wir haben ja jetzt ist auch schon ein Preisanstieg zu sehen. Ja, ich wollte gerade sagen, Sebastian, wie lange habt ihr Armagnac und so weiter bei euch im Programm? So 1-2 Jahre, ne? 2 Jahre sowas hier. Also 2 Jahre, wir waren so ziemlich die ersten, die so ein bisschen nerdiger halt reingingen in das Ganze. Das sind jetzt tatsächlich 2 Jahre. Entwicklung auch. Also tatsächlich Entwicklung. Ne? Es ist natürlich auch angefangen mit eben diesen Trinkstärke-Sachen hin zu dem, was wir jetzt hier im Glas haben. Ne? Das ist dann schon nochmal ein Schritt gewesen. Ist natürlich auch Überzeugungsarbeit, muss man ganz klar sagen. Aber wie ihr seht, es lohnt sich einfach. Ne? Das ist ein bisschen tiefer zu durchforsten. Und wie ihr sagt, Whisky vor 20 Jahren, hätten wir es alle gewusst, ne? Dann brauche ich nicht weiter darüber. Ja. Da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Wollen wir zum nächsten übergehen? Warte, ich will jetzt mal ganz kurz noch ein Statement geben. Heißt jetzt nicht, dass alle bunkern sollen. Ne? So Flipperzeug, das brauchen wir nicht. Aber es ist jetzt die Chance da, solches Zeug zu probieren und sich einfach mal Fläschchen hinzustellen für später, um halt nicht ganz so. Ja, und wenn dann mal später eine Flasche zu einer Marke gemacht wird, ist auch okay, denke ich. Aber wie gesagt, jetzt ist die Chance da, auch mal sowas zu probieren. Und wir können ja bis zum 1910 zurückgehen. Was ist noch käuflich, es ist noch machbar, ohne einen Bausparvertrag aufzulösen. Ja, also von daher, dazu fand ich ja so krass, den 28 oder 23, den wir probiert haben. Ja, 34. Mega Bretter, ne? Egal. Kommen wir zum nächsten. Ja. Vielleicht lassen wir ihn jetzt auch mal kurz zu Wort kommen. Ja, Giro, oder vielleicht zieht er ein paar Folien irgendwie durch noch, oder wie würden wir es machen? So, Giro, we've just talked about prices of Armagnac compared to whiskey and whiskey 20 years ago, so back in the days. Everything was cheap, and now you have this big change of all the people looking for whiskey, for investment, for the secondary market, and the Armagnac train is about to leave with prices a little bit, but it's just easy and calm to drink some very proper stuff for easy money. So that's a fact, and we've just talked about that, and we would like to go to the next one, to the what is it, Bel Air? Yeah. Yes, indeed. If you're fine with that. Is there a possibility, guys, that we come back to the presentation? I just would like to share with our guest at least the distillation process, because maybe we don't have to go through the whole presentation, because a lot was said by Mark in his video. But can we move to the 2 minutes movie regarding how we distillate? Just to give you a good understanding. Yes, of course. So distillation process. Yes, here is it. So wir können aber schon mal nebenbei schnuppern an der 5. Ja. Und danach verraten, was es ist. Wir schnuppern an der 5 und los geht's.
hat's auch der Letzte verstanden. Ja. Mit guter Musik. Mit guter Musik, ja. Very Thank you. Thank you. Yeah, I think it is. If you want to watch it again at your own rhythm, this is easy to find on YouTube. You just type distillation Armagnac and you will find it again. What this small video shows is the key thing in the Armagnac distillation process happening in the distillation column. We see in yellow the wine going down, and the wine reaches the boiler, then reaches 80 degrees. This is where the alcohol is turned into vapors, and the vapors in blue are going through the wine. They go up and the wine is going down, and through the system of plateau, the vapors they are forced to go through the wine. There is a physical contact between vapors and the wine, and this is where the Armagnac is born, because the vapors they will take all the aromatic richness from the wine, and then the vapors got condensated in the other tank. And that's what really is specific about the Armagnac: physical contact and the fact that the vapors they steal all the aromatic complexity from the wine. And that is a big difference to the cognac with the double distillation with pot still method, whereas this contact between vapors and wine do not exist at all. Very important to understand, because that explains about this complexity we have and this taste of wine because of this unique contact. So when I told you that every grape variety will give a different profile of Armagnac, this is because there is this contact happening. Einfach destilliert, doppelt destilliert. Ja. Und man redet so rund, aber ja, Cognac ist doppelt destilliert, das ist einfach destilliert. Es hängt schon ein bisschen mehr dahinter. Ja. Also das ist ein kurzer Fakt, den du am Stammtisch fallen lassen kannst. Wenn er sagt, wie genau, sagst du, guckst du bei YouTube mal, dann siehst du es genau. Ja. Wenn du am Stammtisch dein Handy dabei hast, dann kannst du mit dieser wunderbaren Musik gleich alle zum Tanzen bringen. Zum Tanzen bringen, ja. Sehr schöner Übergang. This is why we do not double distillate, because out of the alambic you have this white liquid with high alcohol level, around 43 to 46, depending on the style of Armagnac you want to do, and this is absolutely full of flavors. And if we will distillate this again, we will concentrate the alcohol even more, but we will also kill all the flavors. So single distillation to keep these natural flavors from the wine. We don't create anything during the distillation process. We just concentrate the alcohol naturally content in the wine, and we also concentrate the flavors. Okay. Ja. Da kamen schon die ersten Notes rein. Wir zeigen erstmal, was die 5 überhaupt ist. Haben wir noch gar nicht gezeigt. Wir haben eigentlich... Es steht zwar unten drauf, jetzt also auf diesen... Ja, zeig uns mal die 5. So, Giro, can you tell us something about the number 5, which is the Domaine de Belair? Yes, with pleasure. Also one of the long-lasting small producers we have been working with, also situated in the Bas Armagnac region. So the one we had before was Bas Armagnac, but sans deep soils and only Baco grape. This is a different terroir, because Belair's vineyard is a mix of Uni Blanc and Baco, and planted on 2 different kind of soils, sandy, but also siliceous and limestone. And that will bring, again, a different profile to the wine, and you now understand better that the Armagnac will, of course, be a little different. So maybe not as massive profile as what we tasted before, but to me, an interesting combination of deepness, of power, of somehow more elegancy, still these fruity flavors with these oxidative notes from a longer aging, because this Armagnac, which we have bottled end of last year when we shipped it to Kirsch, was aged for 33 years. Voila. And bottled at, again, its natural degree, which at the time was 50%. So typical Belair style, structure, deepness, clean, precise aromas, and unbelievable length. Ja. Okay. Was ich jetzt I forgot the word. Say cheers. Tschüss.
Zum Wohl. Zum Wohl. Schau mal, was der Prinz von Bel Air zum Mauerfall gemacht hat. So there's a question about the Bel Air from Benjamin. Das ist ein Brett. Das ist ein Brett. Boah. No, it's still very much existing. They still distillate and we still buy from them. Sehr gut. Das ist, ich glaube, wir kommen jetzt hier hin, wo auch so ein Whisky-Nerd irgendwann sagt, jawohl, Ich hab jawohl. so ein bisschen Zartbitter-Schokolade, aber auch richtig kräftig. Boah, der schiebt rein, der ist kräftig, würzig, dickflüssig, cremig, Und ölig. ich sage jetzt mal so, ich gebe Sebastian recht, wir hatten jetzt einen 30-Jährigen und wir haben jetzt einen 33-Jährigen. Und jetzt vergleich die beiden mal miteinander und du merkst, wie grundverschieden diese Kein beiden Vergleich. sind. Du kannst nicht sagen, der ist 30, der ist 33 oder so. Das sind komplette Weltenunterschied, weil wir können ja mal an dem 30er jetzt mal riechen. Ja? Oh, guck mal hier, wir haben den Steff abgeholt. Den haben wir jetzt abgeholt. Wie wir schon sagten. Und die er hat sogar eine Reise Flasche gekauft. Die Reise beginnt, aber sie endet halt einfach nicht da, wo man es erwartet, sondern da kommt noch so ein Knaller zwischendurch. Und das ist einfach Ja, das das stimmt. Tolle an diesen Spirituosen. Ne? Man darf die wirklich nicht irgendwie auf die Bank schieben und sagen, Cognac schmeckt seifig, Armagnac schmeckt nach Erde. Ja, man muss da einfach mal reinspringen in diese Welt und gucken, was da so um einen herum passiert. Ja. Und wir haben 1989. Also ich finde das schon sehr Nee, beeindruckend. wir haben 2023, aber Stimmt, sonst wären wir beide jetzt nicht hier, also im Stream. Aber 89 war ich schon da, ja, aber Nein, wir auch, aber da hätten wir ja die Mauer noch gehabt und dann hätten wir Nein, keinen YouTube ja. gehabt, weißt du? Das wollte ich damit sagen. das hätten wir auch noch hingekriegt. ich bin I promise we have never distillated any Nutella so far. Baby Hazelnuts. Beeindruckend finde ich, 33 Jahre, ja, sieht aus wie Altöl. Fassstärke, glaube ich, ne, 50%, also ist das so Fassstärke, ne? Hast du ja gesagt, das ziehen hier aus dem Fass. Ja, Immer da noch wird unter- nichts reduziert. Und immer noch unter 100 Euro. Immer noch. Heute unter Abend 100 knapp unter 100 Euro, ja. Ja. Also wahrscheinlich, keine Ahnung, wie jetzt andere Händler da. Nee, die ist Preise- schon, passt, passt schon. Ah, ja. Ja, der Preis ist schon heiß, ne? Also, Ja, ja. Das ist da hart. kann man nichts anderes sagen. Das ist auch so eine. Beste heute Abend. Das könnte auch blind irgendwo untermischen. Ja, das vielleicht ein bisschen mehr in einem Rum-Tasting als in einem Whisky-Tasting tatsächlich, weil es halt noch so eine gewisse Süße mit sich bringt. Aber unglaublich komplex. Ne? Da könnten wir jetzt noch eine halbe Stunde darüber wahrscheinlich uns austauschen, was wir gerade erforschen. Was ich so spannend finde, wenn ich jetzt an der jetzt 4 rieche. richtig gut. Wenn ich jetzt an der 4 rieche, riecht die fast fruchtig dagegen. Eben war das so für mich so, oh, die war auch so kräftig und holzig und jetzt da auf einmal hoch. Der hat einen schönen Abgang auch. Das, also, I Der like. hat auch so minimaler Rauch. Also wirklich, das ist aber natürlich kein Rauch, aber Hast du recht. dieses geröstete, rauchige, irgendwas dazwischen, zwischen geröstet und geräuchert. Immer wenn du sowas erzählst, habe ich es dann. Oh ja, kräftiger Torfrauch. Nee, ist echt gut. Giro, we Yes. love it. It's great stuff. Good to hear. It's funny because we could spend hours just smelling, putting names, expressing the feelings. The length is changing all the time, and that's a bit crazy always. So much complexity in a glass, Tatsächlich which kommt is es about fast darum. doing things the right way and be patient. And that is what is interesting in Armagnac, and also the reason why we still find very old stocks. This is shaped by time. Just be Yeah. patient. Don't be short term. And that's the good thing about working in a region where people have mentality of farmers. They don't play short term. They're not really interested in short term money. They like to do things properly. And there is this tradition of working for the next generations, like meaning when you produce an Armagnac, you have in mind that level of quality.
you know that you may not be the one that will sell or drink it. Producers have been benefiting from the stocks built by the grandfathers, and they build stocks for the next generations. And that's how, I mean, you succeed to build magic products just because you're not in a hurry. And that is hard to find today in a world of money pressure and short-term decisions. Voilà. That's the philosophy here. Ja. It's nice. Da bin ich ganz bei Michael E. aus B. Ich finde den Namen ja top. Gibt dieses, was ich meine mit dem zwischen gebrannt und geräuchert oder geröstet, das ist tatsächlich dieses dunkle Karamell, ne? Dieser Klumpen, den man sich so vorstellt, bildlich, wie er in der Pfanne anbrennt und die Frau schon hinten motzt. Ne? Das Ja. die gute Teefallpfanne, ne? Katja schreibt auch, ja, habe ich mich gerade selbst ertappt. Die brauchen alle viel Zeit, um alles zu zeigen, was in ihnen steckt. Ja, weil, pass mal auf, einem 30-jährigen Whisky würdest du ja auch einen ganzen Abend Zeit geben. Ja, Den klar. würdest du ja auch zelebrieren, da würdest du dich stundenlang hinsetzen. Warum? Und Weil das 5-fache kostet. so, und hier sagst Ja, du jetzt, richtig. Ja. hier sagst du jetzt so, ne, ja, komm, trink mal jetzt mal. Aber sind wir mal ehrlich? Zu meinem Geburtstag hatten wir einen von 1986. Ja. So, der stand geschlossen auf dem Tisch. Jeder hat sich mal die Flasche aufgemacht, hat sich reingeschenkt. Ja, Prost, so, hier, weißt du, so. Und da ging die ganzen Abend so, da hat gar keine Chance gehabt, sich zu entfalten. Hat jedem geschmeckt, natürlich, Nee. gell? Aber jetzt sagst du dir, Mensch, aber zum Geburtstag ist natürlich das falsche Event dafür. Da war einfach nur symbolisch die 86 da. Aber jetzt hast du den Guter Jahrgang. 89, der hat jetzt ein bisschen geatmet, ja. So, und jetzt kostest du den, riechst den. Jetzt könntest du noch eine Stunde Ich könnte mich schon wieder ärgern, dass jetzt hier in 5 Stunden wieder alle sind bei mir, weil Hier, guck mal, da hat der Mike schon geschrieben, Achtung Mike, also kauf den mal, aber du wirst gleich nochmal richtig abgeholt, weil die Nummer 6, die haben wir uns nicht ohne Grund ausgesucht, die ist für mich das größte Einhorn in der Armagnac-Region, was jetzt hier so kommt, geschmacklich. So, Giraud, I just talk about the next one, so the most unicorn in Armagnac region of taste. You're teasing everyone already. I'm so sorry, but I'm a big fan of that Good. one, the next one. That's worth telling a lot indeed. Is everyone ready for the last but I not don't know. least? I don't know. Leute, seid ihr alle bereit für den letzten oder? Wir machen uns halbes- jetzt bereit. Ein halbes Jahrhundert hat man nicht oft. Und wo sind wir, darf ich, Entschuldigung, aber preislich, ich weiß es natürlich nicht. Wo sind wir denn preislich jetzt? Lass Was uns mal bei welchen? Mit dem? bei dem jetzt. Wir gucken schon mal rein, macht ganz entspannt. Wir trinken noch mal ein Stückchen Wasser. Wasser und so weiter und so fort. Weil, Wow. Wir hatten ja bei 1, 2 heute Bestandsprobleme. War das, bei welchem waren das? das ist jetzt tatsächlich der. bei dem hier, Okay. haben wir, glaube ich, nur 3 Flaschen. Und tatsächlich beim ersten. Beim ersten haben wir nur 9 Flaschen. Ja. Und bei dem haben wir nur 3 Flaschen. Also, dann ist auch weg. Also auch bei Kirchimport sind die dann weg, sozusagen. Wir den reden von Restbestand welchem? Den 72. 72. Haben wir Den- aktuell. Wir bestellen, so schnell wie möglich. Ja. So, wir sind There's jetzt. some business going on here. Hier. Ach, da ist er ja noch. Wow, er ist natürlich. Ja gut, aber pass auf, wir sind jetzt, also UVP 209,90 Euro. Wir sind jetzt heute Abend ausnahmsweise bei 189 Euro für ein halbes Jahrhundert Spirituose. Wir haben vor kurzem ein Video gedreht über einen Bunner Heaven mit 50 Jahren, der bei der 3000er Marke lag. Ja, Und das war, der war der aber schon günstig verhältnismäßig. der war der verhältnismäßig günstig. Also ich würde sagen, wir lassen uns jetzt noch ein bisschen Zeit, lassen ihm noch ein bisschen was erzählen darüber. Ja. Und riechen jetzt mal wirklich dran. So machen wir das. Und dann zum Finale, denkt an unser Inselspiel, dann gleich auch noch, zu ja. voten und so weiter und so fort. Also von daher, Nummer 6 ins Glas. Ja, Nummer 6 Ganz ins Glas, entspannt. ja, und 3, 2, 1 runterzählen, dann müssen die Flaschen weg sein. Also jedem, den ich einen Go in den 72ern in die Hand gedrückt habe, ja, der war danach eigentlich nicht mehr zu stoppen. Aber wir werden sehen. Die Geschmäcker sind verschieden. Ich wollte Ja, nicht zu viel teasern. Spannend. Aber ich bin großer Fan, wie ihr merkt, davon. My cup of tea. You care for So, Armagnac. Giro, Yes. the last one today. So,
let's have a little time for it and nose it slowly. Do you have something now that you will or that you won't tell us about Armagnac before the tasting ends in 20 minutes? Well, that you're gonna have something pretty special with Gob, as Sebastian said, with a lot of enthusiasm. This is one of the most iconic estate we have the chance to work with. That's one example of a farm that used to produce Armagnac, but which do not have vineyard anymore. So Gob is a past story, and we have the chance to have good relationship with the estate and to be able to buy the old stocks of Armagnac they have. Here we are back in this what we call the Triangle d'Or, the golden area of the Armagnac terroir, back in these deep black sands, and an estate which was pretty big at the time with 50 hectares, 50 hectares of vineyard of Baco planted on the best terroir ever. The estate was taken over by the son end of the 80s, and we spoke about short terms. The guy was not really interested in Armagnac anymore as his father was. So he took off the old vineyard to plant corn because it was more like a short-term culture. So that's the choice he made at the time. And that's an example of an estate which was pretty big. So producing maybe higher quantities, more important quantities that some other producers we work with have. But they were not selling. Again, they were producing, stocking. And when we met them decades ago, they had really unique quality of Armagnac, which were aged not only in oak barrels, but also in big wood vats, like foudre, of 1,000 to 2,000 liters, which means the ratio wood to the Armagnac was different, and the Armagnac have been for decades in these vats, but they kept an amazing youth, an amazing freshness, an amazing balance, which make them just really unique in our offer. So we had the chance to keep offering several vintages from Gob, all of them a bit different, of course, but all of them on the same level of excellence. Voilà. So Voila. for you tonight, good to be able to share. Ja, da haut ihn weg. Da haut's ihn weg. Da haut's Jetzt ist er raus. direkt aus der Leitung. Ja, die gucken jetzt alle auf Die seiner Nase. Seite, ob der Gob da noch gibt, weißt du? Und jetzt crasht das da die ganze Ist das so? Verbindung. Ja, scheint so tatsächlich. Er grinst immer noch. Guck mal, ja, an der Stelle. Kommt bestimmt gleich wieder. Ja. Oh Gott. Ach nee, ich habe noch nicht probiert. Oh ich Gott, rieche hör noch. auf. Ich probier's. Ich bin echt gespannt. Tu's nicht, Von daher- tu's nicht. 50 Jahre. Und ich glaube, ich habe von dem Gut auch von 86 was und so weiter und so fort. Wir müssen ihn irgendwie wieder zurückholen. Also, Boah. Oh. Ich liebe es, ey. Na, es sind halt Noten, die kennst du so nicht, gell? Das ist schon eine andere. Das, was ich so ein bisschen beim 18er bemängelt habe, haut hier genau das, diese also Frucht- wir reden hier tatsächlich halt von wirklich so einem eleganten, ich nenne immer, wenn zum Beispiel in der Restaurantszene jemand fragt, hast du irgendeinen Armagnac, dann sage ich, du kriegst entweder was Hartes, so was Erdiges, oder du kriegst hier diesen schönen Burgunder, nenne ich ihn immer, weil er einfach wie so ein schöner weißer Burgunder Ja. einfach so elegant daherkommt und so extrem verrückte Noten von, ach Gott, wie heißen denn die Beeren, die man im Frühjahr immer alle einsammelt? Elderflower ist auf Englisch, aber ich komme nicht auf Deutsch. Helft mir mal bitte. Die Beeren, die immer. Ich gehe immer in den Supermarkt, da gibt es das ganze Jahr immer alles. Gell? Da frage ich mal, ich muss mir das mal, ich übersetze mir mal Elderflower, ich komme jetzt da nicht.
Holunderblüten. So, jetzt haben wir Holunder, ja, natürlich. Ja. Da habe ich immer so ein bisschen Holunder mit drin. Boah, der hat auch eine geile Viskosität, ey. Das ist das, was ich meine. So, du musst diese alten Dinger mal kauen. Die kaust du ja förmlich. Ne? 50 Jahre. Ne? Also, das muss Single Cast. Single Cast. Oh. In Fassstärke. Nee, oder? 43%? Ja. Ja, ein bisschen im Fass runter dann wahrscheinlich. Ne? So. Die nutzen halt eben, wie Sie schon sagten, auch diese großen, man kennt es aus dem Weinbereich, diese Foodress, gerade im Elsass und so weiter, wenn sie da ihre Muscat und Pinot Gris reinhauen, dass die ein bisschen Kontakt mit dem Holz hatten. So Das ist Leute, natürlich sehr elegant, wenn man das so löst. ihr seht Aus- hier oben, Er ist auch schon ausverkauft. he's gone, he's gone. Es waren jetzt 4 Fläschchen weg. Aber wenn ihr das möchtet, noch jetzt, also ich weiß nicht, aber bekommt ihr Nachschub, Sebastian? Ansonsten schaut gerne mal bei vielen, vielen anderen Händlern auf dem Markt. Gibt's noch, da gibt's noch Gibt's Flaschen. definitiv Nicht noch. Und ein paar Euros mehr, aber Ja. du hast sie dann. Also den Go bestellen wir immer nach, aber das ist tatsächlich ein Produkt, da rennen wir immer out of stock. Also tatsächlich, der kommt und geht. krass, krass. Ja, Ja, du musst auch das Gefühl kriegen, wo ist meine Richtung in dieser Spirituose, ja? Und ich glaube, hier ist es ja nicht die Fassreifung, sondern das Gut, was dich anspricht, ja? Oder die Domänen oder wie auch immer, ja? Wo du sagst, das ist so mein Typ, das ist so mein Typ. Ich habe mir grob auch schon aufgeschrieben, weil ich glaube, das trifft auch so meinen persönlichen Geschmack, ja? Und so kann ja jeder sich raussuchen, weil die Fässer grob alle gleich sind. Und jetzt suche ich mir mein Weingut aus, was in diese Richtung schlägt. Ne? Also das ist, glaube ich, der Weg, den du gehen musst. Ist aber wirklich gut. Ist wirklich gut. das ist halt das Tolle an dem Negociant, dass man halt im Endeffekt, sie geben den Credit so ein bisschen ans Haus, ne? Die schreiben drauf, wo es herkommt, also den Ursprung. Und dadurch hat man halt mit einem Negociant, was jetzt Davos in dem Moment darstellt, eine riesen Bandbreite an verschiedenen Gebieten, weil denen ihre größte Aufgabe ist es natürlich auch genau die sind wie so Trüffelschweine, ne? Die so diese Schätzchen bergen und sie dann behüten und dann irgendwann freigeben. Und du musst einfach als Konsument nur noch zuschlagen. Ne? Also die haben schon so eine Vorauswahl getroffen für dich, was natürlich Die Grape ja, Diggers. ja, der Post ist natürlich auch was ganz Tolles. Ja, was natürlich jemandem schon so ein bisschen helfen kann. Ne? Statt da einfach blind irgendwo einzukaufen, kann man das sich bei der Rose schon drauf verlassen, dass man da wahrscheinlich sein Weingütchen findet, was einem Spaß macht. Und bei mir war es halt immer schon der Gob. Ja. Danke, Katja, für die Steilvorlage. Schade, dass Giro irgendwie jetzt, ich weiß nicht, kannst du ihn anrufen oder so vielleicht? Ich kann ihm nur eine E-Mail schreiben. Ja. Dieses Mal. Das kann Aber er scheint ja eh gerade kein Internet zu haben. Also von daher. Danke, Katja, für die Steilvorlage. Also, ja, wie immer, einsame Insel-Spiel. Ich glaube, alle, die jetzt noch zuschalten, kennen das. Wenn nicht, erklären wir es mal ganz kurz. Hier, simple-sample.de/Umfrage. Ganz easy. Einfach /Umfrage. Da sind alle 6 Abfüllungen von heute aufgelistet. Ihr dürft eine einzige Abfüllung mit auf eine einsame Insel nehmen. Punkt. Nicht 2, nicht 3, nicht den Giro, gar keinen. Einfach nur eine Flasche. Nicht den Giro. Nicht den Giro. Ja. Ihr müsst eure Chips mitnehmen. Kleine Ja, Knabbermäuse. und bitte unbedingt alle abstimmen. Ganz, ganz wichtig, dass Also, wir da mal so ein bisschen Querschnitt haben. Ich habe so leichte Befürchtungen, in welche Richtung es heute gehen wird. Also ich persönlich Ja. schwanke zwischen 5 und 6. Ja, ich auch. Und ich habe eine Tendenz. Wie warm es auf der Insel ist. Weil Steff schreibt so, sorry, ich habe mich heute Mittag gewundert, ob das 50 Jahre sind, was in mein Sebbe 6 ist, kommt gar nicht an 3, 4, 5 ran. Ich finde, der ist auch viel smoother. Ne, der ist so ein bisschen, da kann man jetzt sagen, oh, Giro ist wieder da. Hallo? Moment, meine E-Mail blockiert das Netz. Ich Come back. dachte nur, in Deutschland gibt es schlechtes Internet. Yeah, sorry. I don't know what happened, but I'm back. Yes, very good. It was a So- pity to end up this way with such a beautiful Armagnac. Sorry, I don't know if that was me or you, since it was me. Anyway, So, still the Gob. Still the Gob. yes, the last one. So we made a little poll in every tasting.
Yeah. So the audience have to choose one sample or Armagnac today, which they will take to a lonely island. So you are traveled to a lonely island and you have to choose one spirit from today that you can take with you. Did you have a favorite today? Do you have a favorite today? Is this a question for me? Yes. Oh, that's a hard one. Thank you. No problem. You're welcome. Considering it depends on the everyday's mood, today I will pick a bottle of Bel Air and I will escape on a lost island. Ah, very good. Zack, Bel Air. Sebastian, was sagst du? Ja, was soll ich sagen? Ne? Ich bleibe immer noch bei meiner... Einmal geheiratet, immer geheiratet. Ne? What about you, Stefan? Today I choose number 5. It's Bel Air. Yeah, Okay. that's You great. mean you want to come with me on the island? Yes, of course. But with 2 bottles, not only 1 bottle. Oh, a big one. We do magnums as well. Yeah. Also ich muss sagen, ich gehe in den Flieger mit Sebastian. Also ich bin sonst überhaupt nicht so beeindruckt davon, wie viele Jahre. Man geht ja wirklich nach dem Geschmack. Ja. Und ich muss sagen, er war für mich einfach also der 89er auch mega Brett. Ich hätte nicht gedacht, dass man den steigern kann heute an dem Tasting. Oder dass der 72er so viel anders ist. Ja? Aber er gefällt mir durch diese smoothere, leichtere Art, die er so hat, mit diesen leichten Fruchteinzügen, gefällt mir einfach besser. Der ist für mich einfach runder, deswegen gehe ich auch mit Sebastian 6, auf die Insel und wir hauen uns den 72er schön rein. Jetzt haben wir 2 Flaschen. Ja. Und, Ja, der ist schon ausverkauft. ja, aber wir haben noch nicht versendet. Wir können noch schnell wegrennen damit. Ja, also gut. Komm im Schnellboot. Den Rhein hoch. So, one last question for you. Benjamin is near to the Rose in the next weeks. Is it worth to visit? It's totally worth. It's totally. You have your answer. Yeah, of course. No, you come to see us. Can have a short visit, or not a short, a visit in the cellar just to show you how we work, and then to taste an even larger assortment of these estates we work with, and show you that even more concretely, every farm is a distinguished style, and really expresses all the richness of Armagnac profile you can find in the region. Voilà. Again, I repeat, terroir, grapes, makes it very different, and that's everything you find in the house. And that's the interesting thing about not having your own vineyard and being a bit stuck with the same context. We have the chance to work with people that are in very different areas, produce Armagnac that are very different, and you will always find a style that really pleases you. You may not like everything, depending if you like it powerful, elegant, subtle, but every farm you will taste will tell you a story that is interesting, and then it's a question of taste, and that's Very good. a large one, a long one to answer. Also, ja. Yeah. Ja. And to answer your question, Steph, I guess you understood now that Armagnac Ja, is der Empfang wird nicht besser. nice. Of course, I work there, so Yeah, Giro, the Go ahead. connection is very, very bad. But I Okay, was but- meaning, because you were asking a few words about It's- the region. I guess no. Shit. What? What? Shit. Das war ein guter Kontext. Yeah. So let's have a look to I the tried to do. results. Ja. Lass uns mal die Umfrage Ja, anschauen. lass uns mal hier Ergebnisse. Ich mache nochmal Refresh. Und ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ich nicht. Ne, ein bisschen. Ich bin schon überrascht. Ich weiß auch nicht. Ja. Gut, dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Und ach nee, wir müssen noch einblenden. Die Umfrage bitte einblenden. Also tatsächlich, Gewinner des heutigen Abends Zack. ist 1989. Ganz knapp.
Ja. Ganz knapp, ja. Wobei, Aber auch ist halt Rich Style, ne? Also hat schon kräftige Aromen. Ich verstehe auch, ich bin genauso Fan von dieser Region oder von diesem Style vom Armagnac, muss ich sagen. Aber der Grob ist halt auch da die Ausnahme. Ne? ja. Sehr Aber, cool, auch freut mich. aber auch der 2004er hat seine Oh ja. Fans gefunden. Ja. Tatsächlich. Ist aber ein Ticken günstiger. Ne? Wahrscheinlich PLV-technisch auch. Ne? Und Ja, klar. Also, für dieses aber Preissegment. wir sehen aber auch ganz klar, was unser Publikum ist. Ja. Ja, also, also 3x0%, ja, so, Hast du nicht so oft. Palm weg. Ja, Hast du nicht so, oft, ja. Lass uns mal zum richtigen Stoff kommen und Jahrgänge. Jahrgänge, fast, also möglichst kräftig. Und wir reden hier davon, Platz 3 oder Nummer 3 war ein 30-Jähriger. Ja. 0%. Aber Ein dann 18-Jähriger ist- später 19%. Dann ist es ja ganz schön, dass wir im Vorfeld schon darüber gesprochen haben, dass wir mal so ein reines Single-Cast Valentin-Tasting durchziehen. Da können wir dann auch noch mal ein paar Leute vielleicht begeistern in die Hast du Richtung. das gerade gespoilert? Ja, ich habe das gerade jetzt gespoilert. Ne, das passte gerade so gut. Wir haben ja gesehen 0% bei dem Standard. Bei den Standardsachen mehr oder weniger und alles, was dann halt nerdig wirkt, da haben wir die Leute, da haben wir das Publikum, da machen wir den Leuten eine Freude einfach. Ne? Das Ja. Also wollen richtig wir ja am Ende schönes, des Tages. nerdiges Cognac-Tasting Valais Tersinier. Zum Beispiel. Ja, Oder auch Pasquet, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was man noch so Wir machen mal eine Abstimmung. Ja. Oder so. ihr dürft aber auch 2 auswählen, wenn ihr wollt. Ja, unbedingt wiederholen. Ja, wir predigen es schon seit 2 Jahren. Ja, Leute, schaut über den Teller. Also die heute dabei sind, machen es ja gerade. Ne? Aber erzählt das bitte auch den anderen Leuten. Lasst über den Tellerränder schauen. Lasst mal einen Cognac, einen Armagnac, einen Calvados, einen Tequila. Probiert doch einfach mal geile Spirituosen und nicht nur das eine. Ja, also Ja, great. So, Sebastian, letzte Worte? Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, wir konnten die Spirituose Armagnac ein bisschen den Horizont vergrößern, das ganze Produkt, diese wunderbare alte Spirituose euch ein bisschen näher bringen und ja, war sicher nicht das letzte Mal. Ne? Also das ist alles erst der Anfang hier, was wir mit euch, die Reise, die wir mit euch starten. wir starten. Sehr gut. Giroud, do you have some last words? I do. So can you hear me now? Yeah. I try to share them with you if the connection works. I told you we were a little lost landscape with irregular connection. No, thank you again for organizing this. I think we were quite a few around this e-table. It was a real pleasure to share this information, to share the tasting. We are not the biggest, we are not the most known region, but I hope these few information shared just gave you a little idea of the reason why Armagnac has soul, character, because of this long-lasting tradition and the fact that we are a bit aware of fashion thing, money thing, just people trying to do what they do a proper way, a honest way, producing natural products with time. So what we know is that being small, we still have to promote, we still have to explain, but it's such a pleasure to share because at the end, that's what it is about. Just be around the table and then share, give the taste, comment, and drink. So thank you very much for giving us the opportunity to be here tonight. I hope it pleases everyone. And drink Armagnac. And come to see it. Very good. Ja, uns bleibt auch nichts anderes übrig. Ja, danke an alle, wie immer, die dabei waren. Es waren wieder so viele bekannte Namen. Also echt cool, dass ihr euch da rantraut und mitmacht und so weiter und so fort. Es wird ein bisschen rumgehen in nächster Zeit vielleicht noch. Es gibt auf jeden Fall Cognac in nächster Zeit noch. Und wir strecken die Fühler auf jeden Fall aus. Sebastian, schönen Dank an dich, dass du auch wieder Zeit hattest für das doch sehr neue Thema für alle, auch für uns. Ja. Ist es auch wieder schön da reinzukommen, auch Ansprechpartner zu haben. Auch in The Rose
vielen, vielen Dank an Kirschenbrot, vielen, vielen Dank. Da gehören ja ein bisschen mehr dazu. Die zwei Hanseln, die da jetzt ein Tasting veranstalten, hinter den Kulissen läuft natürlich ein bisschen mehr ab, was das angeht. Und da muss ich sagen, sind wir echt zufrieden, so wie es funktioniert. Mega gut. Und der Endkunde ist ja auch sehr, sehr zufrieden. Ja. Er kriegt das Tasting-Set für einen sehr, sehr guten Kurs. Kriegt hier wirklich viele Informationen mit. Die Großflaschen sind ja auch gut gegangen heute. Also von daher denke ich, eine ganz runde Geschichte. Läuft. Und um den Namen abzuschließen, wir freuen uns aufs nächste. Ja. Mit Sicherheit wird es auch wieder was von The Rose geben. Ja. Irgendwann mal, irgendwie mal. jeden Und wir warten jetzt nicht wieder Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Es wird diesmal schneller gehen. Ja, versprochen. Also von daher. Schönen Dank an alle. Schönen Macht's Abend. gut. Bye, bye. Dankeschön. Ciao. Ciao.